Guten Morgen. Es geht tatsächlich los. Da waren doch zwei Personen, die mich gefragt hatten nach diesem Buch mit den indianischen Weisheitslehren und der Jungschen Psychologie. Weißt du das nicht? Und da war noch eine zweite Person. Ich gebe es dir mal, ich habe es mitgebracht. Gell? Und hier, so sieht das Buch aus, das Mahayana Uttara Tantra Shastra, der berühmte Gyü Lama zur Buddha-Natur. Von Jamgon Kongtrul Lodretaye, ein Kommentar dazu, erklärt von Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche, ein hervorragender Khenpo. Und ein dickes Ding, ja, ein dickes Ding, ja. Das geht dann über 400 Seiten. Also wer es mit der Buddha-Natur wirklich genau wissen will, der kann da mal reingucken. Es ist so eins dieser Bücher, was wir Lamas nach den 6 Jahren Retreat so studieren, danach. Ja, aber manche sollten, also eigentlich wäre es auch gut, es vorher vielleicht zu studieren, aber dazu kamen wir nie. Aber wir haben es danach studiert. Das ist jetzt das Deutsche. Ja, und das ist schon klasse, oder? Es ist eins von den Büchern, die wir erwähnt haben, und die Buddha-Natur von Sharma Rinpoche, dieses wunderbare Buch, das könnt ihr jetzt nur noch online bestellen, weil die Anja vermutlich noch welche, also nicht nur vermutlich, die hat noch welche in Mainz, die sie euch schicken kann. Okay, hier am Büchertisch haben wir nämlich keine mehr. Und ja, danke, dass ihr uns leer kauft. Wir wünschen uns nichts sehnlicher als das. Ich habe den Zeitplan für Sonntag, also für morgen, und für den Schlusstag ein wenig abgeändert. Morgen kondensieren wir den Nachmittag ein bisschen. Wir fangen wie geplant um 15 Uhr mit Infos zu Ekayana an und schließen direkt daran den Förderkreis an und machen bis maximal 17 Uhr. Und um 17:15 Uhr geht es schon weiter mit der Shakyamuni Sadhana, sodass die nicht im Abend ist. Ja? Wir können dann alles am Nachmittag machen. Und am Schlusstag beschränke ich mich mit Meditation, kleinem Unterricht und Schlussrunde auf die Zeit zwischen 9 Uhr und 11:30 Uhr. Also wir hören eine halbe Stunde vorher auf. Ja? So dass ihr einfach wisst, wir haben jetzt gerade, Rika hat jetzt gerade die Pläne, die da hängen, überklebt, sodass jetzt schon die frischen Pläne vorne hängen. Und Rika, ich glaube, diesen kannst du auch noch haben. Es fehlt dir wahrscheinlich noch einer, oder? Oder hast du genug gehabt? Alles gut, ja. Wie war das noch? Grundkurs 2 ist auch fertig geworden. Das heißt, wir sind jetzt à jour mit die beiden letzten Grundkurse sind schon in dieser didaktisch aufbereiteten Form zur Verfügung. Heißt das, dass die, Tristan, wo sitzt du? Ist die ganze Sendung angekommen? Ja, also wunderbar. Also das amüsante, spielerische Nachbereiten der Dharma-Grundkurse in dieser Form ist also jetzt sogar für Grundkurs 2 möglich. Ich mache wirklich Wünsche, dass ihr das auch in Zukunft so fortsetzt. Es entsteht dadurch ein ganz wunderbares Lern- und Lehrmaterial. Ja, das ist ganz arg schön. Ups, du kriegst ein Mikro, Tristan. So lassen wir dich nicht durchgehen hier. Wir haben Zoom-Teilnehmende, die auch wissen wollen, was da läuft. Das ist diese Broschüre. Erinnert euch, Anfang des Kurses hatten wir das von Grundkurs 1 gesagt. Das ist so aufbereitet, wirklich im Sinne eines
leicht eingängigen Lernens. Tristan, komm hier ins Bild. Du saßt doch schon zu Anfang des Kurses hier. Willst du nicht einfach den Unterricht ein bisschen übernehmen? Ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass bis zum nächsten Grundkurs dieser schon aufgearbeitet ist, weil der Arbeitsmodus ist einfach immer der, es muss erst das Skript da sein. Ich weiß nicht, wer das jetzt macht. Die Marianne macht das ja nicht mehr, wenn ich es richtig verstanden habe. Nein, das macht sie nicht mehr. Und wenn dieses Skript da ist, kann ich eigentlich erst mit meiner Arbeit anfangen und das braucht mindestens so 1 Monat ungefähr. Und dann muss es nachgeguckt werden und die Grafikerin und diesmal sind es halt nur 3 Monate. Also es kann sein, dass es wahrscheinlich später erst kommt nach dem Kurs. Ja. Aber ihr könnt es ja auch dann woanders beziehen, also über einen Verlag wahrscheinlich und auch im Netz dann. Ne? Das wollte ich nur noch sagen. Okay. Ja, also wunderbar. Danke. Lass ich dir den Platz. Wenn du das Mikro darüber bringst. Mach ich. Marianne möchte das Mikro noch haben, die will noch was sagen dazu. Ja, weil es gerade geheißen hat, ich mache das nicht mehr, brauchen wir dringend Nachfolger. Also die Abschrift wird jetzt über einen anderen Modus laufen, weil durch KI muss man das nicht mehr abtippen. Also die 15, 20 Leute, die bis jetzt abgetippt haben, sind freigestellt. Tobias hat das alles schon im Kasten von KI. Also es braucht jemanden, der das koordiniert, korrigiert, weil das kann man natürlich nicht so übernehmen, und dann noch überarbeitet. Es ist dazu natürlich erforderlich, dass man sich damenmäßig einigermaßen gut auskennt, dass man der deutschen Sprache sehr gut mächtig ist und dass man gut strukturieren kann. Also wer dafür sich geeignet fühlt, möge sich bitte in der nächsten Pause bei mir melden. Ich möchte gerne so eine Crew zusammenstellen, die das macht, damit es in gute Hände gerät. Danke. Ja, ich habe Marianne häufiger schon meinen Dank ausgedrückt, aber es summiert sich halt. Jetzt ist sie schon wieder so toll aktiv gewesen und hat das mit dem Tristan weiter bearbeitet und man findet sie doch immer noch irgendwie dabei, so ein bisschen zu gucken, dass alles recht läuft und im Zweifelsfall sogar noch mal ad hoc so die Meditation übernehmen. Ja? Übrigens, Heiko geht es immer noch nicht so gut. Es ist keine ausgewachsene Meningitis, aber so ein Zwischending zwischen Migräne und Meningitis, zum Glück ohne Nackensteifheit und ohne so sonstige Symptome. Aber es wird wohl noch eine Weile dauern. Und er lässt euch ganz herzlich grüßen. Das war ihm ein Anliegen, ja, euch zu grüßen. Und wir sind so im lockeren Kontakt. So, ja. Und dann kam eben die Frage von Anja an mich, wie geht es denn eigentlich den 3 Israelis, die hier waren letztes Mal, also im Sommer war das, ne? Da haben die doch hier gesprochen. Also Michali hat inzwischen ihr Kind bekommen und sie sind in Tel Aviv, es geht ihnen gut und sind Teil dieser Gruppe, mit denen ich jetzt 7 Mal das Ganges Mahamudra durchgenommen habe und werde die beiden auch besuchen. Und Tomer, der 3. im Bunde, der auch hier saß, den werde ich ebenfalls treffen. Also allen geht es soweit gut, alle sind sie im Moment dort in Tel Aviv. Ja. Okay. Was brauchen wir noch an Ankündigungen? Ist noch irgendetwas, was ich sagen sollte, was ich vielleicht vergessen habe? Nichts Besonderes. Okay. Ja, Thomas? Es gibt nur noch ein Spendenkonto. Nehmt immer das von Ekayana Institut, den Ekayana Stiftungsfonds, den räumen wir allmählich leer. Sobald die Ekayana Stiftung dann gegründet ist, wird der Ekayana Stiftungsfonds ganz geschlossen.
Ja, also geht nicht mehr über die GLS Treuhand, sondern geht direkt auf unser Spendenkonto. Wir geben ja in letzter Zeit immer nur noch 1 an. Ja? Und ach ja, jetzt fällt mir ein, da war doch noch was. Wir brauchen unbedingt die Angaben jetzt zu den verschiedenen Gruppen, die eigentlich überall stattfinden. Ja, das geht auch euch an auf Zoom. Ja, es finden ja Arbeitsgruppen statt, die sich im Rahmen dieses Grundkurses und des Teachers Training gemeldet haben. Du hast mir das schon, weil wir haben im Teacher Training schon mal so zusammengestellt. Ich habe mir das auch ausgedruckt. Und also habt ihr irgendwie Papier liegen? Weiß nicht, ob einer von euch sich ein A4-Papier nehmen kann und es vorne anheften. Wir bräuchten die Kontaktpersonen der verschiedenen regionalen Gruppen oder thematisch orientierten Gruppen. Wir müssen das mal ein bisschen strukturierter auf unserer Heartbeat-Plattform zur Verfügung stellen und schreibt bitte dazu, ob die Gruppe schon voll ist und geschlossen oder ob sie noch offen ist. Aber auf jeden Fall müssen wir wissen, welche Gruppen eigentlich aktiv sind. Da haben wir völlig den Überblick verloren oder nie gehabt. Ja? Ist ja auch gut so, war ja auch beabsichtigt so Grassroot-mäßig, dass das alles entsteht. Das soll auch so weitergehen. Es gibt auch keine Verpflichtung, Leute dazu zu nehmen, aber es gibt doch eine Reihe Leute, die Anschluss suchen und deswegen sind wir froh, wenn Gruppen sich erneuern und noch die eine oder andere Person dazu nehmen können. Also, Doris, Mikro an Doris, ohne Mikro geht hier gar nichts. Eigentlich wäre es eine Frage an dich gewesen, ob es sinnvoll wäre, auf dieser Liste draufzuschreiben, wir treffen uns online oder wir treffen uns persönlich. Ja, natürlich, das gehört mit dazu. Okay. Der Ort, online und persönlich, Koordinator und E-Mail-Adresse und gebt eurer Gruppe einen Namen, das wäre schon mal toll, gebt ihm einfach einen Namen, ob es der Name der Stadt ist oder ob es der Name des Inhaltes ist, was weiß ich, Gampopa, Studiengruppe Schweiz oder irgendwie sowas, ja, nennt es irgendwie, dass man es ein bisschen identifizieren kann. Und ob offen oder geschlossen, ja, genau. Ja. Ich bespreche das dann später mit Tobias, wie wir diese Info zugänglich machen. Der Zweck ist, dass so viele Menschen versuchen, über Heartbeat irgendwie Anschluss zu finden und das klappt nicht. Wir müssen irgendwie konkretere Anlaufpunkte haben, um in einer Region jemanden zu finden, der auch Interesse hat und so. Wir müssen einfach ein bisschen mehr Hilfe leisten, damit die Menschen sich gegenseitig finden in solchen Gruppen. Darum geht es eigentlich nur. Ja, fangen wir jetzt an damit. Ne? Okay. Jetzt machen wir sozusagen, alles befreit sich von selbst. Genau so ein Zauberspruch. Abracadabra. Sangyen Schöndan Sangyen Shongnam Lan Janjong Badu Daning Kyapsunchi Dagin Jinsun Chipesenamji Jolam Penchir Sangyen Dumpai Sho Sangyen Chedan Sogin Jonam La Chanjom Badu Dani Kyapsunji Dagin Jinsun Chipesenamji Jolam Penjir Sangin Jompai Jo Sangye Chedan Sangin Jonam La Chanjom Badu Dani Kyapsunji
Dagi Jin Son Jin Pe Sunam Ji Jola Penji Sangye Jompa Shu Sem Chen Tam Je Deva Dan Deve Jodan Dempa Jojik Dunai Dan Dunai Ji Jodan Deva Jojik Dunai Mempa Deva Dampa Damendra Vajojik Nirin Chadan Nidan Javetanam Chempola Nempa Jojik Penden Savela Madem Poche Tagi Chivo Beden Shunla Kadin Chempe Gone Jesonte Kuson Toging Jom Saldusa. Wir gehen weiter voran in der essentiellen Besprechung von dieser wunderbaren Struktur, die Gampopa damals im 12. Jahrhundert geschaffen hat. Wir gehen jetzt zu Kapitel 3 in dem Schmuck der Befreiung zum Thema der spirituellen Freunde. Wir haben die Buddha-Natur, die wohnt uns inne. Ja, das ist so das, was den Weg des Erwachens möglich macht. Wir haben gute Bedingungen in diesem Menschendasein, indem wir auch zu diesem Vertrauen finden, dem Vertrauen, das uns ausrichtet, darauf den Weg zu gehen. Und dann müssen wir irgendwo andocken. Wir brauchen etwas Unterstützung, um herauszufinden, wie denn nun dieser Weg zu gehen ist. Und wir hatten es gestern ja schon von dieser Übertragung dieser kostbaren Erfahrungen, kostbaren Weisheit der Generationen. Und es gibt, in allen Kulturen gibt es so etwas wie die Hüter und Hüterinnen der Weisheit, also Menschen, die sich darum kümmern, das Wesentliche immer wieder herauszufiltern, zu praktizieren, zu bewahren und rechtzeitig weiterzugeben. Und das halte ich tatsächlich auch für das Kostbarste überhaupt, was die Menschheit besitzt. Das sind die Erfahrungen von dem, wie es ist, frei zu sein und wie wir da hinkommen. Ja, also wie ist das mit diesem Erwachen? Wie ist es so ganz Mensch zu sein, das menschliche Potenzial ganz zu leben? Wir würden jetzt gar nicht mehr sagen menschliches Potenzial, sondern das Potenzial dieser Grundnatur. So voll und ganz freizusetzen. Und wir könnten ja so in unserem gewohnten Do-it-yourself-Modus, könnten wir ja denken, geht doch auch alleine. Kriege ich doch irgendwie hin. Ich möchte den spirituellen Weg gehen und dann bei ganz schwachen Fähigkeiten geht es uns so, wie wenn wir einen Ikea-Schrank zusammensetzen wollen, ohne auf die Anleitung zu gucken. Aber für die etwas aufwendigeren und subtileren Prozesse geht es uns so wie jemand, der versucht,
irgendwelche mathematischen Gleichungen ohne Hilfe zu lösen, und später geht es uns so wie einem Elefanten, der versucht mit der Relativitätstheorie sein Futter zu finden. Ja? Irgendwie, es klappt nicht. Zu Anfang haben wir noch das Gefühl, wir schlagen uns irgendwie durch, der Schrank steht dann doch, aber das geht halt nur für den ersten Teil des Weges. Und sobald es etwas herausfordernder wird, brauchen wir zumindest mal eine Schreinerlehre. Und wenn es dann noch weiter geht, brauchen wir richtig kompetente Begleitung. Es wird immer subtiler auf dem Weg. Und es gibt viele Wege in dieser Welt. Es gibt viele Wege, die ins Erwachen führen. Ja, aber es gibt wenige Wege, die aus dem ersten Erwachen noch weiterführen, die ins vollkommene Erwachen führen. Da wird es echt dünn, und sich da noch auszukennen, das ist absolut kostbar. Ich meine, Erwachen kann einem auch so passieren, ja, ein erstes Erwachen kann ja so passieren, aber wie stabilisiere ich denn das? Wie ist denn das eigentlich? Wie integriert sich das im Leben? Wie ist das mit dem Zusammenspiel zwischen dieser bedingten Welt und der letztendlichen Natur? Ganz zu schweigen davon, dass wir ohne spirituelle Unterstützung gar nichts davon wüssten, von diesen zwei Ebenen der Wirklichkeit, diesen zwei Aspekten. Und wenn wir so tun, ich kann das ganz alleine, aber dann die Weisheitsliteratur rauf und runter studieren, dann docken wir auch bei spirituellen Freunden an, nur gehen wir dem direkten Kontakt aus dem Weg, weil die könnten uns ja aufmerksam machen auf Missverständnisse und Fehlschlüsse und ein nicht so optimales Anwenden dessen, was wir da studiert haben. Durch Studium ist noch nie wirklich jemand erwacht. Das ist so nicht. Ne? Man kann sehr gelehrt sein, auch Dharma gelehrt, und hat das äußere Wissen präsent, aber das heißt nicht, dass sich der Geist wirklich auftut. Und da braucht es immer wieder Unterstützung. Und die Unterstützung, das wissen wir ja aus der emotional-psychischen Arbeit, die Unterstützung brauchen wir da, wo wir blinde Flecken haben. Und jetzt ist es so, dass die blinden Flecken, dass wir die ja wirklich nicht sehen. Selbst wenn jemand darüber spricht und so allgemein darüber spricht, dass da ja blinde Flecken sein könnten, dann hören wir dem zu und sagen, nee, ganz sicher nicht. Weil wir es halt nicht mitkriegen. Und spirituelle Freunde und Freundinnen sind tatsächlich auch, machen uns aufmerksam auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Und selbst wenn wir teilweise schon gesehen haben, ist die Aufgabe von spirituellen Meisterinnen und Meistern, ist, uns dann auf das aufmerksam zu machen, was es zusätzlich noch zu sehen gibt. Ja, weil wir in unserem schon Sehen, also wir haben vielleicht schon eine Erkenntnis, wir sehen Aspekte der Wirklichkeit, wir kennen uns vielleicht schon ganz gut mit dem Geist aus, aber anderes bemerken wir vielleicht nicht so. Wir bemerken nicht, wo wir uns vielleicht doch etwas vormachen oder wo unsere vermeintliche Hilfe für andere irgendwie unausgewogen ist oder am Ziel vorbeigeht. Es gibt so vieles. Ja, es gibt überall auf dem Weg, gibt es das Bedürfnis, Unterstützung und Hilfe zu bekommen. Und selbst so jemand wie Gendin Rinpoche hat sich noch die Mühe gemacht, seinen spirituellen Freund Dego Khyentse, also Dego Khyentse Rinpoche aus der Nyingma-Linie, die waren wirklich auch auf dem Weg befreundet, aber ihn zu fragen, ist es denn das nun? Ist das jetzt das Ende? Ich möchte jetzt wirklich sicher gehen. Also selbst am Ende des Weges, wo Dego Khyentse dann mit ihm sagte, also komm, hör mal auf,
Ja, nein, ich möchte es wirklich wissen. Mache ich mir etwas vor und so? Und dann hat Dego Khyentse einen Text von Patrul Rinpoche rausgenommen und dann sind sie Stück für Stück den ganzen Weg durchgegangen. Und immer gecheckt, hast du das erfahren, wie ist es damit, hast du das verwirklicht, dann sind sie ganz durchgedacht. Bis sie ganz durch waren und Gene Rinpoche konnte immer voller innerer Überzeugung, ja, doch, das habe ich erfahren, doch, das ist klar. Und schließlich hat Dego Khyentse zu ihm gesagt, siehste, hätten wir uns auch sparen können. Ja, hatte der 16. Karmapa doch schon gesagt, dass du den Weg bis ans Ende gegangen bist. Aber diese Gründlichkeit von so jemandem mit so einer Hingabe und ohne Ich-Bezogenheit von Gene Rinpoche war so, dass er sich nochmal einem kompetenten spirituellen Freund wie ausgeliefert hat und darum gebeten hat, zeig mir doch das, wo ich vielleicht noch nicht hingeguckt habe, was es noch zu entwickeln gibt und so. Ja, nur um das so verständlich zu machen. Oder Sharma Rinpoche erzählte uns von seiner Begegnung mit Genin Rinpoche, als Sharma Rinpoche zum ersten Mal nach Europa kam. Da der Genin Rinpoche war schon in Europa, weil er war vom 16. Karmapa dorthin beordert worden. Die beiden hatten sich nicht viel getroffen, Sharma Rinpoche und Genin Rinpoche. Und Genin Rinpoche reiste nach Brüssel, wo Sharma Rinpoche unterrichtete und Leute empfing. Und die Hingabe also einfach nur, weil er diese Rolle in der Kagyu-Linie hatte, ohne dass schon eine starke persönliche Beziehung aufgebaut worden war, einfach deswegen hatte Genin Rinpoche so eine Hingabe, dass er reinkam und Sharma Rinpoche begrüßte, und zwar indem er volle Niederwerfung machte. Ja, volle Niederwerfung, Ganzkörperniederwerfung auf dem Boden. Und in seiner Hingabe hörte er gar nicht auf. Er verbeugte sich und Sharma Rinpoche rief die nächsten Personen rein und sagt, kümmert euch nicht um den. Und führte das Gespräch mit den Nächsten bis irgendwie nach 20 Minuten, nachdem die wieder draußen waren, die beiden dann auch in ein Gespräch gegangen sind. Aber es war für Gende nicht genug, einfach nur 3 Niederwerfungen zu machen. Und Sharma Rinpoche war ein absolut pragmatischer Mensch. Ja? Der brauchte diese Hingabe nicht und der hat deswegen die anderen reingewunken. Und Genin Rinpoche hat sich aber auch nicht beirren lassen. Und weitergemacht. Und Sharma Rinpoche erzählte uns später diese Geschichte. Ich sage das deswegen, weil ich euch so oft von Gendön erzähle und was für ein beeindruckender Praktizierender das war. Und ich möchte euch einfach wissen lassen, welche Hingabe an die spirituellen Freunde in seinem Wesen aktiv war. Ja. Das möchte ich euch wissen lassen. Und das, obwohl er schon zu den vollkommen Verwirklichten gehört. Oder vielleicht gerade weil. Vielleicht ist das ein Zeichen der Verwirklichung, dass diese Hingabe dann immer noch stärker wird. Weil wir den Wert der spirituellen Freunde erst dann ermessen können. Dieser Ausdruck, spirituelle Freundin oder Freund, Kalyana Mitra, wird hier für die Meister, für die Lehrer benutzt. Das ist nicht die Sangha, so meine Freiburger Sangha oder so meine spirituellen Freunde in Zürich. Und ja, also das ist nicht auf dieser Ebene, sondern das sind die Praktizierenden, die den Weg kennen. Und zwar geht es immer um die Praktizierenden, die den Weg kennen, den ich noch nicht gegangen bin. Das sind die Wichtigen in dem Moment. Und das Kapitel hier ist eigentlich sehr schön von Gampopa. Er sagt ja, so spirituelle Freunde, man kann sagen, die haben so eine Qualität wie ein wegkundiger Führer
durch unbekanntes Gelände. Also das ist so wie unser Bergführer zum Beispiel, wenn wir oder jemand, der eine Karawane durch die Wüste führt. Oder ja, also so dieses Bild, jemand, der diesen Weg schon gegangen ist, ihn bestens kennt und andere jetzt bei dem erneuten Durchqueren dieses Geländes mitnehmen kann. Das ist so ein Beispiel für was damit gemeint ist. Das zweite Beispiel ist, dass Gampopa beschreibt, dass es wie eine Eskorte. Eine Eskorte, wisst ihr ja, ist Schutz vor Gefahren. Ja? Wir werden eskortiert, damit wir nicht ausgeraubt werden. Also so, ja, eigentlich weist das auf den Weg hin, auf die Tatsache hin, dass die Aufgabe der spirituellen Lehrerinnen auch ist, uns vor Gefahren zu bewahren. Also dass wir gar nicht erst soll man sagen, gar nicht erst all die Irrwege einschlagen, die wir einschlagen könnten, dass wir schnell aus Gefahren wieder raus befördert werden. Ich habe euch das ja schon mal erklärt, zum Beispiel so ein ganz klares ein Beispiel in der frühen Zeit mit Gendün war, dass er mir auf den Kopf zusagte, dass ich die letzten 7 Monate in so einer Shamatha-Blase mich aufgehalten hätte, eine tiefe Geistesruhe, die aber eigentlich nicht viel bringt. Er war so nett, das Schafs-Shine zu nennen. Ja, also ein Shamatha, eine Geistesruhe wie ein Schaf. Ich erlebte die glückseligsten Zustände. Er fand das nicht besonders hilfreich und hat mir da rausgeholfen. Ja, hätte mich dann noch länger aufhalten können. Und so gab es immer wieder Situationen, wo er uns aufmerksam gemacht hat. Und dafür sind Lehrer eben auch da. Auch, dass sie uns manchmal Rat geben, geh in die Situation hinein, das wird dir gut tun, oder geh nicht diesen Weg, geh ein bisschen einen anderen Weg, weil wenn du da in die Richtung gehst, da werden Herausforderungen auftauchen, denen du im Moment noch nicht gewachsen bist. Ja, also so Hinweise, so im Konkreten auch. Aber vor allen Dingen geht es natürlich um die Arbeit mit dem eigenen Geist. So, ich fand das irgendwie ganz super, dann mal in so einem Gruppeninterview mit Gengen Rinpoche zu sagen, also ist ja klar, dass der Stolz mein größtes Hindernis ist. Und so, dann guckt er mich so an, sagt, hast du schon mal auf deinen Ärger geschaut? Ja, das war gesehen, das konnte ja jeder sehen, aber jetzt bitte schau doch mal hin auf Ärger, Wut, Ungeduld und so weiter. Ja? Einfach so, ist ein einfaches Beispiel. Diese einfachen Beispiele kann man leichter erzählen als die subtilen. Ja? Sind sehr viel einfacher zu erzählen. Und das sind so die ganz normalen Interaktionen. Also spirituelle Freunde sind nicht dafür da, unsere guten, einfachen Erfahrungen abzunicken und zu sagen, hast du gut gemacht, sondern die Aufgabe der spirituellen Begleiterinnen ist, sich genau um das zu kümmern, wo jetzt gerade in unserem Geist eine Blockade aktiv ist. Und da erinnere ich mich auch an so einen Ausspruch von ihm, wo wir ihn nach seiner Meditation fragten, Gendün, was meditierst du eigentlich? Dann sagte er, ich meditiere eure Fehler. Ja, selber hatte er nichts zu meditieren, er fühlte hinein in die Situation und spürte, wo blockiert es gerade, beim Einzelnen, in der Gruppe, also in der großen Gemeinschaft. Das war seine Praxis, hineinzuspüren und die Lösungen zu finden dafür und zu spüren, wie sich der Geist in diesen Situationen befreien kann. Und das machte er aus der Entfernung durch
die Kraft seiner Gebete und er machte es in jeder Begegnung mit uns. Er nutzte jede Begegnung, um uns auf unsere Blockaden, Identifikationen, Fixierungen aufmerksam zu machen, uns ein bisschen zu necken und Mut zu geben, sie anzugehen, in neue Wege zu gehen. Ja, und natürlich können wir das, was ich jetzt von Gendun erzähle, nicht von jeder Person erwarten, denn es gibt ganz unterschiedliche spirituelle Freundinnen, die unterschiedliche Aufgaben in unserem Leben wahrnehmen. Da komme ich gleich noch drauf. Aber so ein Meister mit dieser voll entwickelten Liebeskraft, der konnte uns tatsächlich solche Dinge sagen und wir fühlten uns noch geliebter. Ja, nicht, das war eine Art, es zu sagen, wo wir uns nicht irgendwie in Grund und Boden kritisiert fühlen und irgendwie vor Scham versinken mussten. Das war es überhaupt nicht. Da war so eine Leichtigkeit und so ein Humor dabei und es ist schon dieses Gefühl, dass es ja eigentlich überhaupt kein Problem ist. Wenn du noch ein bisschen anhaften willst, dann kannst du gerne, aber ginge auch anders. So, ja, so eine kleine Unterstützung. Und ja, manchmal sind solche spirituellen Vorbilder und Freundinnen sind dann auch tatsächlich in der Lage, uns in sehr unbequeme Situationen hineinzusetzen und uns zu bitten und zu sagen, jetzt mach mal das. Jetzt ist deine Aufgabe, wäre jetzt gut, wenn du das da machen würdest oder jenes. Und so 2, 3 von diesen Situationen hatte ich auch in meinem Leben. Ja, und die sind dann zum Teil lebensentscheidend, weil es geht dann nicht um Kleinigkeiten. Und dann beschreibt Gampopa noch den Fährmann. Und zwar ist das ein Verhalten des spirituellen Freundes, wo wir das Gefühl haben, wir sitzen gemeinsam in einem Boot und wir steuern durch schwierige Gewässer, so als würden wir einen Strom mit starker Strömung überqueren. Und der Fährmann, der sitzt am Steuer, der lenkt das Boot und der weiß, wie man da Menschen übersetzt über diesen Strom. Und er macht das immer wieder. Und das ist ein ganz kundiger Fährmann und seine Ausstrahlung ist wie so gemeinsam unterwegs zu sein. Aber er hat diese lenkende, sie hat diese lenkende Funktion. Und das brauchen wir schon, wenn wir den Ozean der Wiedergeburten überqueren wollen. Da brauchen wir richtig segelkundige Kapitäne. Ja, das gehört mit dazu. Und in diesen Zeiten damals, wo wir alle, wisst ihr, damals, als wir anfingen, als diese Begegnung mit Genel Rinpoche stattfanden, als diese 3-Jahres-Retreats begannen und so, da ging durch die spirituelle Szene in Europa ging so etwas wie ein Hype, ja, tibetischer Buddhismus-Hype. Und wir waren alle, es waren so viele unter uns, die begeistert waren, sich einzulassen und wir dachten, die Erleuchtung kommt ganz schnell, ja, kommt ganz schnell. Und ich weiß noch, ich hatte auch Zen-Bücher gelesen und so und war dann sehr überrascht, dass es nach dem ersten 10-Tages-Retreat noch nicht klappte und nach dem zweiten auch nicht und nach dem dritten auch nicht und nach dem 10. dachte ich, naja, dann gehe ich vielleicht mal, damals mit Irene, gehen wir vielleicht mal für 3-4 Monate ins Retreat und dann wurde uns gesagt und dann hörten wir, es reicht es vielleicht auch noch nicht. Und dann haben wir gesagt, also gut, 4 Jahre. Ne? Und dann gingen wir zu Genel Rinpoche und sagten, ja, Gendun, wir sind bereit für 4 Jahre ins Retreat zu kommen. Und wir dachten, ich weiß noch, wie ich meinen Stolz führte. Und das ist doch eine grandiose Offerte, oder? Wir kommen für 4 Jahre und lassen uns ein auf die Praxis. Und er guckt uns ein
und sagt, das ist schön, ihr könnt kommen, aber stellt euch schon mal darauf ein, dass es länger dauert. Okay? Und dann, jetzt denke ich zurück, was hatte ich eigentlich alles so für spirituelle Freunde auf dem Weg? Und als dieser Hype so richtig stark war, war auch die Missbrauchswelle, die jetzt dann im Nachhinein bekannt ist, die war auch gleichzeitig voll am Laufen, weil Leute sich im blinden Vertrauen, blinden Glauben, blinder Hingabe sich einließen auf Beziehungen und alles Mögliche lief im Hintergrund, von dem wir keine Ahnung hatten. Und in der Zeit war auch Alexander Berzin unterwegs. Und irgendwo habe ich ja sein Buch auch angegeben, was mir damals sehr geholfen hat. Das heißt Zwischen Freiheit und Unterwerfung, Chancen und Gefahren spiritueller Lehrer-Schüler-Beziehungen. Erschien damals im Theseus Verlag. Alex sagt, weil es nämlich jetzt, wer es jetzt nämlich nicht mehr zu haben ist auf dem Buchmarkt, du glaubst, dass es online kostenlos erhältlich ist. Ihr könnt mal den Link suchen, den können wir dann irgendwann in den Chat reinstellen. Also dieses Alexander Berzin, B-R-Z-I-N, Alex Berzin. Oft schreibt er sich nur als Alex und manchmal als Alexander und sein Namensvetter hier weiß offenbar, wo wir das finden können. Und dieses Buch von einem Übersetzer aus der tibetischen Szene, der sich sehr, sehr gut auskennt, beschreibt so ein bisschen strukturiert, was es für spirituelle Freunde und Freundinnen gibt auf dem Weg. So gab es bei mir zum Beispiel, also ich fange mal mit der einfachen Form der Unterstützung an. Da gab es natürlich mal jemanden, bei dem ich so eine Woche Tibetischunterricht bekommen habe. Der hieß Lekshe, der hatte auch den Titel Lama, aber unterrichtete in Bern mal für eine Woche Tibetisch. Das war der einzige Tibetischunterricht, den ich je gekriegt habe. Aber so jemanden, der uns in die spirituelle Sprache einführt, ob es Pali ist, Sanskrit oder einfach die Sprache, die wir brauchen, um den Dharma zu unterstützen, ist auch schon ein spiritueller Freund. Und auch da erinnere ich mich, dass Gendin mir persönlich mal gesagt hat, selbst wenn du nur einer Person das tibetische Alphabet beibringst, tu es. Eine Person, die das lernen möchte, ist es wert, dass ihr genau das erklärt wird. Ja, also immer die Idee war immer, auch wenn es nur eine Person ist, die etwas braucht, was ihr auf dem Weg hilft, gib ihr das. So. Und dann gab es natürlich die Meditationslehrer, da gab es in der burmesischen Vipassana-Tradition, gab es begann so damals, dass es Junior-Meditationslehrer gab und natürlich gab es meine Lehrerin Mother Sayama und ihren Mann Saya Uchitin, die natürlich weit entwickelte Lehrer schon waren. Aber später dann, in meinem eigenen Retreat, hatten wir ja auch, was wir dann Drupens nannten. Das waren einfach Henrik und Walli, die schon 5 Jahre im Retreat waren und die uns unter die Fittiche genommen haben und uns betreut haben als Praktizierende mit einem gewissen Vorsprung, haben sie uns beide unter die Fittiche genommen für die Zeiten, wo Gengen Rinpoche nicht da war. Und wenn Gengen da war, kam er uns alle gemeinsam besuchen und hat uns jeweils die Instruktionen für den nächsten Monat oder 2, 3 Monate gegeben. Länger als 3 Monate hat es nie gedauert, aber meistens kam er so nach 6 Wochen wieder. Und in der Zwischenzeit kriegten wir Betreuung. Das sind also so Betreuer, das gehören auch zu spirituellen Freunden. Dann beschreibt Alexander Berzin, die ganze Kategorie von den Menschen, die sehr viel Dharma-Wissen angesammelt haben. Also die Kategorie der Khenpos und Geshes und Junior Khenpos und so weiter, wie die in unserer Tradition heißen. Also Menschen, die richtig gut studiert haben. Zum Beispiel auch einige der Reiselehrer im Diamantwegsbuddhismus, einige von denen haben richtig gut studiert. Und das sind so, ja, die können uns verlässliche Einführungen geben zu bestimmten Themen.
Und das ist ihre Aufgabe. Das beschränkt sich darauf. Sie beschränkt sich darauf, kompetent einen bestimmten Wissensbereich weiterzugeben. Da ist es dann nicht wichtig, dass die realisiert sind und dass sie das verwirklicht haben und sich total in der Praxis auskennen. Ja, das ist die Wissensübertragung mit ganz, ganz vielen Niveaus, also bis hin zu denen, die 10, 20 Jahre studiert haben oder ein ganzes Leben immer weiter studieren. Und das innerlich tragen und das verstehen und das gut erklären können. Und dann gibt es die Praxisbegleiter, von denen ich jetzt gerade schon welche erklärt habe, aber Menschen, die richtig gut in einer Praxis verwurzelt sind und in der Praxis sich so gut auskennen, dass sie andere, die auch in diese Praxis hineinfinden möchten, dass sie die unterstützen können auf ihrem Weg. Und manchmal gibt es Kombinationen von Praxiserfahrung und Gelehrsamkeit. Und je weiter wir gehen, dann merken wir, es gibt so unterschiedliche Schattierungen von Menschen, die sich auskennen. Im tibetischen Buddhismus zum Beispiel gibt es dann noch die Ritualmeister, die Umses und Chöpen und so weiter, ja, die in bestimmten Aspekten des Rituals sich auskennen, bis hin zu den Lopens, den Vajra-Lopens. Das sind diejenigen, die die Rituale anleiten. Und die kennen sich richtig gut in den Ritualen aus. Heißt aber nicht unbedingt, dass wir sie mit Wissensfragen bombardieren müssen, heißt auch nicht unbedingt, dass sie verwirklicht sein müssen, aber darin kennen sie sich richtig gut aus. Worauf Alexander Börzin in seinem Buch hin möchte, ist, dass wir, worauf er hinaus möchte, ist, dass wir unterscheiden lernen, welche Qualitäten rufen wir bei welcher spirituellen Freundin ab? Für was sind die eigentlich zuständig? Für was sind sie geeignet? Dass wir nicht in jemanden etwas hineinprojizieren, was gar nicht dort zu finden ist. Dass wir nicht denken, die sind alle irgendwie gleich und weil sie diese Rolle haben, müssen sie auch alles andere blicken. Ja? Ist gar nicht der Fall, ist meistens nicht der Fall. Okay? Wir haben so, gerade in dieser Anfangszeit, wir sprechen über die 60er, 70er, 80er Jahre, wir haben irgendwie krass die Erleuchtung in fast jeden hineinprojiziert. Da konnte in Nepal, brauchte jemand nur die rote Robe zu tragen und schon war der irgendwie ein Lama. Ja? Keine Ahnung, was dahinter steckt, aber das war so, ja, so ein naives Missverständnis. Und es ist gut, und Gampopa fängt damit an, in dem Buch die verschiedenen Arten spiritueller Freunde zu beschreiben. Und er fängt mal gleich bei den Buddhas an. Also Buddhas sind richtig verlässliche spirituelle Freunde. Ja? Und dann gibt es die hochentwickelten Bodhisattvas, die auf dem 10. Bhumi, auf der 10. Bodhisattva-Stufe. Und er beschreibt dann die 10 Kräfte dieser Bodhisattvas. Ich glaube, es sind 10. Muss ich gerade mal wieder aufschlagen. Ja, genau. Und das, da eröffnet er uns, okay, und das hält er für die eigentlichen spirituellen Freunde. Naja, und dann geht er weiter und sagt, okay, man kann also natürlich bei diesen spirituellen Freunden jetzt nicht immer alle dieser 10 Kräfte finden, aber zumindest, wenn wir jetzt auf gewöhnliche spirituelle Lehrer gehen, dann könnten 8 Merkmale besitzen. Und er zitiert die Stufen der Bodhisattvas, dieses berühmte Werk. Welche 8 sind das? Sie wahren die Selbstdisziplin der Bodhisattvas. Sie kennen die Schriften des Bodhisattva-Weges eingehend. Sie besitzen spirituelle Erkenntnis, sind mitfühlend und liebevoll, sind furchtlos, haben Geduld, sind völlig unermüdlich im Geist und verstehen es, mit Worten umzugehen. Naja, da muss er sich gedacht haben, die Latte liegt schon ziemlich hoch. Es gibt auch die Möglichkeit, das mit 4 Qualitäten zu beschreiben, weil nicht bei allen kommen Erkenntnis und
und Gelehrsamkeit und die Fähigkeit zu kommunizieren mit Liebe und Mitgefühl zusammen, sagt er, ja. Zur zweiten Gruppe mit 4 Qualitäten heißt es im Schmuck der Mahayana Sutren, wieder Asanga, der auch dieses Buch über die Buddha-Natur geschrieben hat, sie haben ein weites Wissen, beseitigen Zweifel, sind vertrauenswürdig und lehren die 2 Aspekte des Seins. Also die relative Wirklichkeit und die letztendliche. Okay, solche Bodhisattvas sind wahrhaft vorzügliche Lehrer. Weites Wissen, was Gampopa hier unter weitem Wissen versteht, würde ich zum Beispiel nicht erfüllen. Kleines Wissen. Ich habe kein weites Wissen. Ich habe in begrenzten Bereichen einige Werke studiert. Ich habe keine gute Ausbildung, was das angeht. Weites Wissen ist das nicht. Lassen wir die anderen Punkte mal beiseite. Ja, und dann sagt er, ja, zur dritten Gruppe gewöhnlicher spiritueller Lehrer mit 2 Qualitäten, da steht bei Shantideva, spirituelle Freunde sind stets bewandert in der Bedeutung des großen Fahrzeugs und geben die höchste Disziplin der Bodhisattvas selbst auf Kosten ihres Lebens nicht auf. Das ist so die Minimalqualifikation. Selbst wenn ihr Leben bedroht ist, geben sie die Praxis der Bodhisattvas nicht auf und sind bewandert im Mahayana. Okay. Und Gampopa fasst zusammen, sie haben also die Bedeutung des großen Fahrzeugs tief erfasst und wahren die Bodhisattva-Gelübde. Okay, das wird als Kalyana Mitra verstanden. Ja, innerhalb dieses Weges. Und das ist schon, merkt ihr, auf so Menschen darf man sich dann verlassen, es ist gut und es ist klar, dass wenn das Bodhisattva-Gelübde durch und durch gewahrt wird, dass so Menschen tatsächlich auch vertrauenswürdig sind. Aber wenn das eigene Wohl dann doch plötzlich höher steht als das Wohl anderer, eventuell sogar mit Missbrauch unter Gewaltsanwendung, dann qualifiziert das nicht als solch ein spiritueller Freund oder Freundin. Das müssen wir uns klar machen. Ja? Da wird es nicht zurechtgebogen. Da gibt es schon Maßstäbe. Und es ist gut, sich mit diesen Maßstäben auszukennen. Und Alex Bölzin, wie auch unsere Lehrer, und ich möchte mich dem anschließen, fordern uns auch auf, die spirituellen Lehrer, die Vorbilder, denen wir uns anschließen wollen, dass wir die testen, dass wir uns die längere Zeit angucken und dass wir nicht gleich bei der ersten Inspiration denken, der oder dem folge ich jetzt. Ja, dass wir gucken und dass wir warten. Und insbesondere gilt das für den Vajrayana-Weg, aber auch auf dem Mahayana-Weg. Auf dem Mahayana-Weg ist das alles nicht so wichtig wie im Vajrayana, aber wir sollten genau wissen, welche Qualitäten, welche Kapazitäten sind denn in dieser Person tatsächlich vorhanden, welche sind denn zu erwarten und was kann ich von dieser Person nicht erwarten. Kann ich von dieser Person erwarten, dass sie ihre emotionalen Muster schon völlig durchgearbeitet hat, völlig frei ist von emotionalen Mustern? Wow, wenn ich die Erwartung hätte an einen Lehrer, an eine Lehrerin, da müsste ich aber auf die Suche gehen. Ja, das ist schwer zu finden. Und drum seien wir realistisch und erwarten nicht mehr, als was tatsächlich möglich ist zu finden. Und deswegen empfehle ich euch auch, euch immer auch vielleicht zu versorgen in eurem Leben mit Lehrern und Lehrerinnen auf verschiedenen Stufen. Es gibt vielleicht Lehrer, Lehrerinnen, die uns so als die endgültige Ausrichtung oder sehr weitgehende Ausrichtung dienen können, die wirklich zu den großen Meistern und Meisterinnen gehören. Und dann gibt es andere,
die uns die Praxis erklären. Und dann gibt es welche, die uns die Rituale erklären. Und dann gibt es welche, bei denen wir meditieren. Und das muss nicht immer dieselbe Person sein. Weil diese großen Meisterinnen und Meister, die sind halt zumeist auch sehr inspirierend und wir können gar nicht so viel Zeit bei denen verbringen. Und manchmal müssen sie dann sogar ganz besonders einfache Instruktionen geben, weil so viele Leute vor ihnen sitzen, dass sie es gerade mit mehreren Tausend zu tun haben. Und dann können sie nicht Unterweisungen geben, die sehr spezifisch sind für das, was wir gerade brauchen. Ich hatte doch gestern zum Beispiel Karl Brunhölzl erwähnt. Jemand, der sich extrem gut mit den Schriften von Asanga Maitreya auskennt, mit diesen 5 ganz kostbaren Schriften über die Buddha-Natur und verwandte Themen des Mahayanas, die so wichtig sind für unseren Weg. Und das ist jemand, der gehört zu den ganz wenigen im Westen, die so einen Geshe-Titel bekommen haben, also eine Anerkennung als Gelehrte innerhalb der tibetischen Tradition. Und das ist eine unglaubliche Auszeichnung, dass es überhaupt einer mal von uns oder 2, 3 von uns geschafft haben, so weit zu gehen. Da wissen wir, da können wir uns richtig verlassen. Dass er außerdem noch ein humorvoller Praktizierender ist und der wirklich intensiv praktiziert, das ist Zugabe. Das ist wunderbar, aber das ist großartig, dass es so ist. Ja, aber er ist zum Beispiel nicht ausgebildet als Meditationslehrer für lange Retreats. Das ist ein anderes Spektrum und das ist wichtig, das zu sehen. Also ich freue mich schon drauf, ihn mal einladen zu können bei uns in Grünen Baum, aber wisst ihr, das ist so, es ist gut zu wissen, was kann ich von wem eigentlich erwarten und dass ihr euch da, wie man sagt, auch so gegenseitig unterstützt, euch darum bemüht, nicht in so einen Hype reinzukommen, so eine übersteigerte Anbetung hier und dort und hineinprojizieren von allen möglichen Stufen der Reinheit in Menschen, die zwar Unterweisungen geben, aber noch ganz schön mit ihren emotionalen Mustern zu tun haben. Nicht? So, das ist eigentlich die Essenz, worum es mir geht, wenn ich sage, wir tun gut daran, uns mit diesem Thema des spirituellen Freundes, der spirituellen Freundin zu befassen. Und ich spreche deswegen immer im Plural. Also mein Leben wäre sicherlich anders verlaufen, wenn ich nicht mehrere spirituelle Freunde und Meister, Lehrer auf verschiedenen Ebenen der Verwirklichung gehabt hätte. Die waren alle wichtig. Ja. Wenn ich nicht damals die Vermittlung durch Henrik und Walli gehabt hätte auf dem Weg, die mir erklärt haben, die uns beiden erklärt haben, Irene und mir, was Gengyal Rinpoche mit bestimmten Äußerungen eigentlich meinte, dann hätte ich den sicherlich viel häufiger missverstanden. Ist doch klar. Wenn ich nicht Menschen gehabt hätte, die mich an die Hand genommen hätten, um mir die ersten Stufen der Meditation im Anapanasati, im Vipassana und so zu zeigen, hätte ich das nie richtig gelernt. Das brauchte solche Menschen. Und dann gab es immer wieder welche, bei denen ich lernen durfte. Und jeder hat so seine Aufgabe gehabt. Und wenn ich an Dego Khyentse denke, dieser Meister, wo auch Gengyal Rinpoche hingegangen ist, bei dem habe ich eigentlich gar keine richtige Unterweisung bekommen. Bei dem durften wir einfach ins Zimmer reinkommen, morgens. Der hatte so in der Dordogne in Frankreich hatte so Verandatüren, die dann einfach offen standen. Und wenn die Türen offen standen, dann konnte man reinkommen und mit ihm zusammen meditieren. Der hatte ja, ich weiß gar nicht, was er für eine Erkrankung hatte, der hatte so eine Art Lähmung, konnte sehr schwer gehen und saß in seinem Bett, angelehnt. Und wir meditierten stundenlang bei ihm im Raum. Und dann durften wir noch, wenn wir dann gehen wollten, gingen wir zu seinem Bett. Dann hat er uns meistens ziemlich hart mit seiner Mala auf den Kopf geschlagen, so wie Gendin übrigens auch. Und das war der Segen. Manchmal hat er was gemurmelt dazu.
Aber diese Begegnungen, diese Vormittage, Morgende und Vormittage in seinem Zimmer, dieses stundenlange Sein in der Gegenwart von Diego Kjenze, von dem wir dann ja viel wussten, weil ja seine Unterweisungen sind ja auch bekannt und so ist ja der größte Lehrer der Nyingma-Linie gewesen zu der Zeit damals. Aber diese Unterweisungen haben nicht verbal stattgefunden. Das war nur seine Präsenz. So. Er hat uns mal gefragt, das war dieselbe Frage, die auch Pao Rinpoche uns stellte, na, wer betreut euch denn im Retreat? Dann sagten wir Gengen Rinpoche und dann sagt er nur, ach, dann brauche ich mir keine Gedanken zu machen. So. Ja. Und nur, dass ich will euch einen Geschmack geben für die verschiedenen Arten, wie Kontakt stattfindet, wie Menschen in unserem Leben manchmal die Fährmannsrolle, manchmal die Eskortenrolle, ja, manchmal den wegkundigen Führer spielen, manchmal sind sie einfach nur so da. Dafür wollte ich euch den Blick öffnen. Und jetzt ist Zeit für eine Pause. Oh, wahrscheinlich habe ich zwischendurch wieder viel zu schnell gesprochen. Simon, bitte verzeih, ich habe es natürlich wieder vergessen. Und ich weiß gar nicht, wer auf Französisch unterrichtet. Wir machen jetzt 20 Minuten Pause. Es geht 25 nach, geht's weiter. Okay. Also, es geht weiter. Darf ich dir das zuwerfen? Es geht weiter und ich muss noch 2 Ankündigungen zu Finanzen machen. Direkt zu Anfang des Kurses haben wir über die Saalmiete gesprochen und das gilt auch für alle, die jetzt dazugekommen sind. Alle Teilnehmenden, weil wir hatten deutlich über 100 Anmeldungen, 110, 120, ich weiß es nicht genau. Alle müssen sich an dieser Saalmiete von 50 € pro Person beteiligen. Und das ist nicht abhängig davon, ob man nur einen Tag da ist oder 2, sondern gilt für alle gleichermaßen. Wäre natürlich super, wenn die aus der Entfernung auch noch mithelfen würden, denn wir alle haben den Nutzen davon, dass der Kurs hier stattfindet. Und wir zahlen 6.000 € für die Halle. Ja? Die Preise sind sowas in die Höhe gegangen, die haben sich verdoppelt in den Jahren, die wir den Raum hier nutzen. Und das heißt, wenn wir jetzt erst 3.000 eingenommen haben, haben erst 60 was in die Kasse getan. Und kümmert euch also darum, dass ihr den Nutzen, den ihr habt, durch das in Präsenz dabei sein, dass ihr das honoriert. Das macht es uns leichter, denn wir kommen echt ins Straucheln als Ekayana-Team, wenn wir uns überlegen müssen, jedes Jahr dieses Defizit eigentlich zu stemmen. Das zahlen wir natürlich aus euren sonstigen Spenden. Aber eigentlich ist die Situation, zum Beispiel heute sind plötzlich wieder ein paar mehr da, wie das Wochenende beginnt, ja, und einige können sich freimachen und dieser Raum bietet die Möglichkeit, so zu expandieren und wieder ein bisschen kleiner zu werden und ist eigentlich ganz schön und so einfach hätten wir das im Grünen Baum nicht. Da müssten wir uns über mehrere Räume verteilen, das kann man digital mit Bildschirmen lösen und so, aber einen so entspannten Kurs zu machen im Grünen Baum, das wäre echt eingeengt. Aber so Gedanken gehen uns durch den Kopf, wenn wir die hohen Preise sehen. Ne? Deswegen helft mit, das zu verhindern, würde ich mal so sagen. Und ich möchte nochmal, ohne inhaltlich viel zu sagen, ich möchte nochmal sagen, wir suchen also noch nach ungefähr 200.000 € in Form von Darlehen. Ja, wenn noch jemand sich angesprochen fühlt, ihr Geld bei uns zu parken für, sagen wir mal, 10 Jahre plus, das ist im Moment gerade das, was wir brauchen, weil wir haben sind gut mit Darlehen zwischen 5 und 10 Jahren ausgestattet, aber die langen Zeiträume machen allen Mühe. Wir nehmen aber auch Darlehen an
für 7, 8, 9 Jahre. Wir würden einfach dann später schauen, dass wir die umschichten. Ne? Ich würde dann entsprechend Aufrufe machen, wenn wir merken, dass Jahre mit großer Belastung auf uns zukommen und wir können es nicht stemmen, dann würde ich wieder einen Aufruf machen, um das umzuschichten. Aber wir wären unglaublich dankbar, wir könnten diese letzte Darlehenshürde auch noch nehmen. Das wäre ganz unglaublich schön. Also, so viel gesagt dazu. Ja. Das Minimum für ein Darlehen sind 1.000 Euro. Ja, und natürlich hat man das Gefühl, kleine Darlehen bringen es irgendwie nicht, könnte man denken. Aber wisst ihr, das ist was ganz anderes, was da sich abspielt. Zum Beispiel hat eine Person aus Israel, hat einfach ein Darlehen von 4.000 uns angeboten. Es ist diese Energie, sich zu beteiligen an einem heilsamen Projekt. Und je mehr Menschen sich beteiligen, desto mehr von dieser positiven Energie ist im Raum. Deswegen sind auch kleine Darlehen etwas sehr, sehr Kostbares. Und sowieso ist ein Darlehen immer so kostbar, kann man sagen, wie es schmerzt, es zu machen. Ja, also, oder die Spende. Das habe ich jetzt nicht selbst erfunden. Ich weiß nicht, wer das, ja, war das vielleicht Songsa Khyentse oder so? Irgendeiner von diesen Rinpoches hat mal seine Spenden so eingeworben. Die Spende ist dann hoch genug, wenn sie schmerzt. Weißt du das zufällig, wo es herkommt? Nee. Von ihm noch nicht, okay. Vielleicht schiebe ich ihm das nur in die... Aber jedenfalls ist es nicht meine Erfindung, will ich euch auch nicht sagen, sondern klein oder groß, jeder nach seinen Möglichkeiten mit dem Wunsch, dass das mit dieser schönen, traditionsoffenen Arbeit so weitergeht. Ja, dass wir guten Dharma möglichst offen miteinander teilen können. So, das war Ende jetzt dieser kleinen Ausführung. Ich möchte gern mit euch meditieren. Ich habe heute euch Zoom-Teilnehmende noch gar nicht begrüßt. Ihr braucht jetzt nicht anzustellen, ich möchte es nur nachholen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und während ich mich jetzt gerade so einstelle aufs Meditieren, da taucht das Thema Einbettung auf und ich fühle mich so eingebettet in dieses Netz spiritueller Freundinnen und Freunde, das den Erdball umspannt. Überall sind Praktizierende unterwegs, die sich die Mühe machen, den Dharma, die Lehren des Weges der Befreiung zur Verfügung zu stellen. Weit über den buddhistischen Rahmen hinaus. Es ist ein unglaubliches Netz des Wohlwollens. Und natürlich ist es besonders schön, wenn dieses Wohlwollen auch ausgedrückt wird, wenn es fließt zwischen diesen verschiedenen Aktivitäten.
wenn wir spüren, welche Synergien sich da ergeben. Und ich weiß nicht, ob euch das möglich ist, aber ich kann meine Meditation damit beginnen, mich in diesem sehr belastbaren, tragfähigen Netz des Wohlwollens aufgehoben zu fühlen, getragen durch die Zeiten, getragen durch Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und angesichts dieser unzählbaren Fülle von Menschen, die sich schon für unser Wohl eingesetzt haben und noch einsetzen, da entsteht das Bedürfnis, ihre Essenz symbolisch darzustellen. Und das können wir, indem wir uns sozusagen den Ur-Buddha auf den Scheitel setzen. Das, was die Essenz von Buddha Shakyamuni ist und war, sein Erwachen, das Erwachen aller anderen. Und in der Tradition hat sich das oft so dargestellt als das Erscheinen von einem blauen Buddha, wie so eine blaue Lichtsphäre über uns, blau wie der tiefblaue Himmel, wenn wir von der Sonne weg in den wolkenlosen Himmel schauen, diese tiefe, azurblaue Färbung. Wir nennen ihn Dorje Chang oder Vajradhara oder in der Nyingma-Tradition Samantabhadra. In männlicher und weiblicher Form als die Einheit von Mitgefühl und Weisheit, von geschickten Mitteln und Weisheit. Eine blaue Lichtsphäre reicht auch aus, total strahlend. So ein bisschen, als hätten wir eine blaue Sonne über dem Scheitel. Blau, weil es uns an die Weite des Alls erinnert und daran erinnert, dass der Himmel kein Zentrum und keine Grenzen hat. So wie der Dharmakaya, diese Dimension des Dharmas, die Dimension des Erwachens, mit der das vollkommene Erwachen beschrieben wird. Und unser blauer Buddha, unsere blaue Buddhi auf dem Scheitel, ist mit allen Erwachten verbunden. Sie ist die Essenz ihres Erwachens. Und daran zu denken ist so, als würden Lichtstrahlen von dieser Lichtgestalt oben auf unserem Kopf zu allen Erwachten überall
in allen Richtungen strömen und von ihnen mit dem Segen wieder zurückkehren. In den ausführlichen Visualisationen schicken Sie alle Ausstrahlung von sich selbst, die dann die Form dieses blauen Buddhas annehmen und sich mit dem blauen Buddha auf unserem Scheitel vereinigen, verschmelzen. Und erneut strahlt Licht aus von dem blauen Buddha auf unserem Scheitel zu allen Lebewesen. Berührt ihre Buddha-Natur. Diese Lichtstrahlen tun im Zeitraffer das, was die Aufgabe eines spirituellen Freundes ist. Die Buddha-Natur so zu wecken, dass schlussendlich dieser Geistesstrom vollkommen erwacht. Alle Lebewesen werden zu Buddhas, ihr Licht kehrt zurück in den Buddha auf unserem Scheitel und genau damit wird diese Lichtgestalt einfach nur Licht und dieses Licht strömt in uns ein, füllt unseren ganzen Körper. Wir werden zu dieser Buddha-Figur gerne in zweifacher Ausführung als die Vereinigung von Mitgefühl und Weisheit. Und auch aus uns strahlt Licht aus. Zu allen im ganzen Universum. Alle sind jetzt erwacht. Erlaubt euch für eine Weile dieses leuchtende innere Sein zu spüren. Ihr braucht dieses Leuchten nicht zu erzeugen. Es gibt keine Anstrengung. Es geht vielmehr darum, in dem Vertrauen zu ruhen, dass die Grundnatur unseres Geistes von selber leuchtet, sich von selbst mitteilt.
ihr merkt vielleicht, dass wenn ich das nicht weiter erwähne und stimuliere, dann lässt das mit dem Visualisieren nach und wir ruhen in so einem einfachen Sein. Und vermutlich ist die Nachwirkung der Visualisation, dass wir uns überhaupt keine Sorgen machen, ob dieses So-Sein gut genug ist. Und genau darum geht es. Einfach sein, ohne noch irgendetwas verbessern zu wollen.
Und vielleicht jetzt könnten wir dieses blaue Licht nochmal in uns spüren. Und es könnte eine Form annehmen, wieder als blauer Buddha oder Buddhi in unserem Herzchakra, in der Mitte unseres Oberkörpers, unseres Brustkorbs. Sitzt da einfach ein Buddha. Gendun meinte, dass wir solche Visualisationen nicht erzeugen, sondern wir entdecken, dass es schon so ist. Schaut doch mal nach, ob sich da nicht so ein Osterei im Herz versteckt hat. So ein kleines, blaues Buddha. Lichtfeld. Klein oder groß bedeutet einfach, auch wenn es klein ist, vielleicht nur so Daumennagel groß, so ist es doch unglaublich kraftvoll. Und wenn wir mit der Aufmerksamkeit dahin gehen, ist es genauso, als wäre dieser Buddha lebensgroß. Und diese Präsenz der Buddha-Natur in unserem Herzen, die könnten wir überall hin mit uns tragen. Die kann jetzt in uns aktiv sein und uns nochmal ein paar Minuten schenken, wo das Licht ausstrahlt, voller Dankbarkeit zu allen Erwachten, voller Hingabe. Voller Hingabe und Dankbarkeit zu allen Lebewesen.
Spürt ihr vielleicht noch, dass das Herz, die Herzregion dadurch ein wenig aktiviert wird? Vielleicht spürt ihr da so ein Kribbeln oder eine Wärme. Einfach eine Präsenz. Das ist durch unsere Aufmerksamkeit, die sich dahin richtet. Und diese Aufmerksamkeit, es wäre gut, wenn das keine Anstrengung ist, sondern dieses Vertrauen, das Vertrauen, die Kraft des Vertrauens, die in unser eigenes Zentrum geht, das sogenannte Herz, und entdeckt, dass der Buddha immer schon da war. Vielen, vielen Dank. Ich möchte euch noch ein paar Worte dazu sagen, wie es kommt, dass wir uns manchmal täuschen in spirituellen Lehren. Es hat mit diesem Phänomen zu tun, was ihr vielleicht jetzt ein bisschen erlebt habt, wenn Dharma unterrichtet wird. Und das hat gar nichts damit zu tun, welchen Dharma wir unterrichten. Ich habe da kürzlich auch mit den Vipassana und Mindfulness Unterrichtenden in der israelischen Sangha und palästinensischen Sangha gesprochen, aber vor allem mit den Israelis. Immer wenn wir uns verbinden voller Hingabe mit dem Dharma, dann transformiert uns das. Dann kommt das Beste in uns zum Vorschein. Und es wird sogar beschrieben, dass sobald der Dharma erklärt wird mit dieser authentischen Motivation, dass dann die Buddhas all ihren Segen schicken und der Dharma deswegen auf wunderbare Weise geteilt werden kann. Und dann erscheint die unterrichtende Person in den Augen und Ohren und Herzen derjenigen, die zuhören, als ganz wunderbar. Und das ist eine unglaubliche Inspiration. Ja? Und so, ja, ganz, und das ist das Reinste überhaupt, was geteilt werden kann. Und es ist schön, dass das so passiert. Ich kann mich noch erinnern an die ersten Erfahrungen davon. Ich wollte ja gar kein Retreatleiter werden, aber es war so eine dieser Situationen, wo ich klein beigeben musste. Und als ich dann begann zu unterrichten, war ich völlig fasziniert von diesem Phänomen, dass die Tatsache, sich an die Linie zu wenden, um Segen zu bitten für diese Unterweisung, so eine starke, wie soll man sagen, Öffnung bewirkte, dass ein Teil von mir selbst zuhörte beim Unterrichten und davon lernte. Wow, das müsste ich mir eigentlich merken. Ja, so plötzlich war da so eine Erkenntnis da, so eine Fähigkeit, die Dinge zu beschreiben, die ich mir nie in der Vorbereitung auf diese Unterweisung hätte erträumen lassen. Und dieses Phänomen, dass uns der Dharma selbst, also die Tatsache, dass wir voller Mitgefühl und Hingabe den Dharma teilen, dass uns das selbst transformiert und in dem Augenblick zum gewissen Teil, man kann jetzt nicht sagen Kanal, das hört sich an, als ob da was gechannelt wird,
Das ist es nicht, aber es öffnet unseren eigenen Geist zur innewohnenden Buddha-Natur. Und das ist ein tolles Phänomen. Deswegen ist es möglich, zu unterrichten weit über die normalen menschlichen Fähigkeiten hinaus. Aber sobald dieser Typ sozusagen vom Thron steigt oder aus der Situation draußen ist, dann sind all die alten Emotionen wieder aktiv. Ne? Da bräuchtet ihr nur meine Partnerin zu fragen. Ja, das ist ein ganz normaler Mensch, der mit seinen Mustern arbeitet und natürlich Dharma praktiziert und sich redlich bemüht, aber habe es ja immer wieder schon erwähnt, wo ich dann merke, mit fortgeschrittenen 50 und jetzt in den 60er Jahren, was ich noch alles so in mir an Mustern aufzuarbeiten, was da alles noch so aktiv ist. Und es hat gar nichts damit zu tun, was in der Unterrichtssituation alles so geteilt wird. Die ist, auf ihre Art ist die wunderbar. Die eigentliche Arbeit, die ist im Klein-Klein des Alltags. Ja? Und ist vor allen Dingen auch in den Beziehungen, wo es etwas näher wird, etwas intensiver wird. Ihr kennt das gut, ihr erlebt auch solche Beziehungen und wisst, dass genau da die Herausforderung sitzt. Und das ist schön. Ja, das ist schön und das ist die Korrektur. Das ist die Korrektur für die Art, wie wir uns selbst sehen. Und es sollte euch auch ganz wichtig sein, daran zu denken, ja, die Person, die da jetzt gerade im Segen sitzt, das hört sich wirklich sehr gut an und das nehme ich mit. Und genau das ist eigentlich die Aufgabe von Schülern und Schülerinnen, dass wir das Beste mitnehmen und den Rest, um den wissen wir, das ist auch da. Diese Person ist auch auf dem Weg und auf dem Weg der Transformation und so und hat ihre Päckchen noch durchzuarbeiten und so und okay, aber dank des Andockens an den Segen haben eigentlich alle dieser Meister, die durch die Presse gegangen sind und immer noch weiter gehen werden wegen verschiedener Skandale und so, die haben auf ganz authentische Weise auch ihre Zuhörerschaft inspiriert. Ja? Und das, was sie da gesagt haben, muss nicht gleich verkehrt sein durch das, wie sie sich privat verhalten haben. Ja, aber das müssen wir auch auseinanderhalten, wenn wir verallgemeinern und denken, also es gibt manchmal Leute, die sagen zum Beispiel zu Evelyn, wie toll das sein muss, mit mir zusammen zu sein, weil sie nur die Seite kennen, die ich hier habe. Ja, ich weiß nicht, ob es so toll ist. Auf jeden Fall bin ich froh, dass sie immer noch da ist. Weil ich bin sehr dankbar dafür. Und es ist einfach wichtig, dass wir nicht diese Verallgemeinerung machen. Das Phänomen der Übertragung, Gegenübertragung, Segen, Mitgefühl, was da alles so wirkt in so einer Unterrichtssituation, das ist eine spezielle Art von Situationen. Und dann gibt es den Rest des Lebens. Okay, ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen aufmerksam gemacht, dass ihr das auch tatsächlich beherzigt und nicht meint, ich würde über andere Personen sprechen. Okay. Das wurde mir nämlich in der Pause gesteckt von einer Teilnehmenden. Ja. Und da bin ich dankbar dafür. Das ist schön. Das habe ich jetzt gerne nochmal nachgeholt und ihr habt jetzt auch einen kleinen Geschmack bekommen, weil wir können durch solchen inneren Bezug zu unserer Buddha-Natur, wir können in so reine Geistesdimensionen eintreten und die sind wahr und die sind authentisch, die sind richtig. Aber es ist eben nicht, die sind nicht die ganze Zeit aktiv in all unseren Interaktionen und plötzlich passiert in den Interaktionen etwas, was gar nicht so gut ist oder was vielleicht nicht so hilfreich war oder unvollständig oder geht einfach nicht. So, ja? Und das ist wichtig, das zu wissen. Okay, das war's. Wir werden gleich eine kleine Fragerunde einlegen.
Ja, die machen wir jetzt gleich, genau. Das machen wir. Wer sich kurz rausbewegen möchte und noch auf Toilette müsste, ist auch ein guter Moment, ja, falls das bei jemandem gerade ein Bedürfnis ist. Wir richten gerade mal die Technik ein. Ulrike meldet sich schon. Frank, siehst du, Doris, machst du dich gerade als Trägerin bereit? Ja. Guck mal, die Ulrike da hinten und der Udo, ja? Stellst du ihr das Mikro schon mal an? Ist schon an. Ja. Hallo? Jetzt? Ja. Und es braucht auch nicht mehr ausgestellt zu werden. Also ich möchte mich erstmal bedanken für deine Worte, die es nochmal klar gemacht haben, worum es eigentlich geht. Und mir fällt dazu noch ein, was ein anderer Lehrer gesagt hat. Sei jedermann dankbar. Und ich glaube, dass wir am Anfang, als wir begonnen haben, diese Lehren, diese kostbaren Lehren zu bekommen, wie Dharma-Babys waren. Dharma-Babys. Wir haben einfach nur den Nektar, das Dharma aufgesogen. Wir waren aber selbst komplett hilflos, unreflektiert und einfach nur komplett abhängig von dem, was da damals gegeben wurde. Und seine Worte führen mich dazu, dass es braucht, aus meiner Perspektive braucht, dass wir reflektiert werden, dass wir selber sehr viel Selbstreflexion bekommen, dass wir immer wieder, ja, der Buddha hat gesagt, prüfen, aber dass wir uns selbst auch anschauen und das heißt, selber merken, wenn wir zum Beispiel auf den Lehrer etwas projizieren, was eigentlich gar nicht zu ihm gehört, sondern vielleicht eher zu uns selbst, zu unserer eigenen Geschichte, zu unseren Mustern und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine Zeit, wo wir, ja, wozu auch Erwachen meines Erachtens gehört, dass wir erwachsen werden im Dharma, dass wir reflektiert werden, uns wirklich immer wieder selber prüfen, nicht Dharma-Konsumenten sind, sondern das nicht einfach nur empfangen, sondern das auch verarbeiten, dass wir selber auch mit dieser Reflexion das Ganze weiter für uns weiterbringen, sodass wir es immer mehr verkörpern. Das würde ich mir für uns alle wünschen. Vielen, vielen Dank. Schau mal, Doris, Udo sitzt hier vorne in der ersten Stuhlreihe. Ich habe eine kurze Frage, wobei sie sich vielleicht jetzt auch beantwortet, während ich sie stelle. Die ist gestern aufgetaucht. Da hast du, ich glaube, gesprochen über emotionale Muster und manche lösen sich auf in der Meditation und andere bedürfen der psychotherapeutischen Bearbeitung. Wie finde ich da den Unterschied? Okay, ja. Ich möchte es gerne noch ein bisschen ausführen. Das, was sich immer sehr gut auflöst, das ist das, was wir die Kleshas nennen. Das sind die eigentlichen Emotionen, die spürbar werden. Also so Ärger oder Moment des Begehrens oder ja, so diese momenthaft aufsteigenden oder auch ein bisschen länger anhaltenden, aber deutlich wahrnehmbaren Emotionen, die sind der Meditation sehr schön zugänglich. Damit können wir in einem der verschiedenen Schritte, die da so erklärt werden, können wir gut arbeiten. Und dann das, was wir Gewohnheitsmuster nennen, die sind eigentlich die dafür zuständig sind, dass immer wieder ähnliche Emotionen auftauchen. Also eigentlich geht es da immer um eine Grundhaltung dem Leben gegenüber. Zum Beispiel, wenn ich pikiert reagiere darauf, dass ich kritisiert werde und mich immer gleich verteidige und so, dann ist eine Grundannahme, die andere Person mag mich jetzt nicht oder ich werde nicht geliebt. Und das ist ein viel tiefer, ja, dass alles immer so im Hinblick darauf betrachtet wird, werde ich genug geliebt, werde ich überhaupt geliebt, bin ich abgelehnt und so. Und das sind grundlegendere emotionale Muster.
Und die lösen sich nicht einfach auf, indem in der Meditation der Ärger oder die Angst, die ausgelöst wurde durch die gerade erfahrene Kritik, dass die sich auflöst und tatsächlich auch quasi spurlos auflöst. Die braucht einen besseren Blick. Also die Welt zum Beispiel mit Angst zu betrachten. Jetzt durch das, was durch die Nachrichten geht, sind viele in einem Krisenmodus unterwegs, in einem Angstgefühl. Das ist oft gar nicht als eine direkte Emotion so spürbar, sondern beginnt so eine Stimmung zu erzeugen, derer ich schwer habhaft werde. Ja? Ich krieg so schwer den Blick drauf gerichtet, kaum versuche ich den Blick drauf zu richten, dann zieht sich's wieder und dann bin ich aber doch angespannt, ja, und bin trotzdem so. Und da braucht es einen längeren, feineren Blick. Und wenn ich gesagt habe, Psychotherapie, meinte ich damit nicht, dass man das nicht selber machen kann, aber in der psychotherapeutischen Begleitung haben wir jemanden an unserer Seite und diese Person hilft uns, dieses liebevolle Gewahrsein länger in dem Bereich zu halten, wo sich die Dinge deutlicher zeigen sollen, können und auch Lösungen dafür zu finden. Also Lösung, im Grunde genommen geht es immer um Vertrauen. Es geht immer darum, tieferen Schichten unseres Seins zu vertrauen, sodass sich die in der Emotion verborgene Spannung, die Angst lösen kann. Und deswegen habe ich das ein bisschen in Kurzform gesagt, und wenn solche Muster auftauchen, wäre es gut, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil wir im Grunde genommen, viele von uns lernen dort, wie wir liebevoll, annehmend, ganz gewahr, forschend unterwegs sind in dem Bereich, der so vorbewusst ist, ja, wo wir ein bisschen mehr innehalten müssen, ein bisschen mehr spüren müssen. Weißt du, so genau diese paar Prozent aufspüren, wenn wir sagen können, eigentlich geht es mir gut, könnten wir jedem sagen, würde auch stimmen, aber da sind ein paar Prozent in uns, das sind so ein paar Anteile in uns, wo es nicht gut geht. Und wie halte ich die Aufmerksamkeit da drin und wie komme ich dem auf die Spur, welche Annahmen über das Leben da aktiv sind, welche Sichtweisen, welche Bedürfnisse, welche Ängste. Ja? Darum ging es mir eigentlich. Und das wird dann deutlicher und indem es deutlicher wird, erahne ich Möglichkeiten, wie ich in diese tieferen Schichten meines Seins Entspannung bringen kann, Antworten, Erfüllung, Vertrauen. So. Magst du noch nachfragen oder reicht das dir als Antwort? Vielen Dank. Okay, gut, gerne. Mhm. Doris, ich habe nicht geschaut, wo es weitergeht. Weißt du es? Nimm mal die Tanja hier vorne, die war noch gar nicht, ist hier. Ja, wir nehmen immer gern die noch gar nicht viel gesagt haben. Ach, wenn ich das nur wüsste. Vielen Dank. Ich habe 2 Fragen. Die erste ist, wenn du so ein Vajradhara im Herzen visualisierst, nimmst du dann mehr die Mitte oder tatsächlich den anatomischen Herzbereich? Immer die Mitte. Es hat nichts mit dem anatomischen Herzen zu tun. Es ist immer das Herzchakra gemeint in der Mitte des Seins, eigentlich als Teil des Zentralkanals, um den Zentralkanal herum, so wirklich die energetische Mitte des Seins und in dem Fall das Chakra im Brustkorb. Es gibt ja auch andere Mitten, du kennst dich damit ja aus. Gut, danke. Okay. Die andere Frage ist, die hat sich gestern aus der Kleingruppe so ein bisschen herausgestellt, mit der Sache, was wir als besonders herausfordernd erleben, und da ging es ums Töten. Zum Beispiel, wenn man eine Zecke an sich bemerkt oder, naja, es ist auch genau genommen Lebewesen, aber oft lässt sich nicht entfernen, ohne dass sie kaputt geht. Ja, das ist manchmal sehr schwierig. Besonders wenn sie schon ordentlich gesaugt haben, sie dann zu entfernen, sie so rauszudrehen, dass sie loslassen, ohne kaputt zu gehen, ist wirklich sehr schwierig. Und was hast du dir überlegt als einen guten Weg? Also ich glaube, mein persönlicher Weg ist da, dass ich dann weiß, okay,
man kann sich da auch Infektionen holen, ich mache die raus, weil wenn ich eine Infektion habe, bin ich weniger hilfreich. Auf jeden Fall machen wir sie raus. Und auf jeden Fall befreien wir auch unsere Hunde von den Zecken. Ja, und wir versuchen das zu lernen, wie wir Zecken herausdrängen können, sodass uns immer wieder gelingt, eine Zecke zu entfernen, ohne sie zu töten. Wir haben unser erstes Retreat im Wald in der Dordogne gemacht, wo es von Zecken wimmelte. Deswegen wurden wir sehr geübt da drin. Ja, aber ich habe es dann auch wieder zwischendurch verlernt, habe vergessen, ob man links rum oder rechts rum drehen muss. Und so. Man dreht gar nicht, man zieht. Du ziehst nur, und ich habe auch dann gehört, dass es gar nichts macht, dann einen Ölflecken oder sowas drauf zu machen, dass da auch nicht viel hilft. Das war auch mal so ein Tipp. Informiert euch im Internet, wie es geht. Es gibt da Anleitungen dazu. Und dann, ja, wir schützen das Leben, in dem Fall von den Tieren und Menschen, vor den Infektionen. Ja. Und das wäre dann auch noch, also wir hätten es dann meinetwegen auch, das ging auch um Unliebsames im Garten oder sowas oder Mäuse in der Wohnung oder so, Motten, vielleicht auch noch so. Genau. Ne? Lebenfallen, ja, sodass keine Mäuse getötet werden. Es gibt kleinere für Mäuse, größere für Ratten. Bei Motten versuchen zu identifizieren, wo sie drin sitzen, die Gegenstände rausbringen in die Natur und opfern, wirklich ja, rausbringen und dann den Schrank schützen. Es gibt aber, du kannst dir vorstellen, mit was für Fragen ich schon zu tun hatte, eine ganze Termitenstraße im Haus in Brasilien, weißt du, so, was macht man, wie kriege ich das Haus frei von Termiten, ohne sie alle zu töten? Da kann man so Kalkstraßen machen und über Kalk gehen sie nicht rüber. Also man muss sich interessieren. Also die Empfehlung ist, interessier dich dafür, Wege zu finden. Und ich weiß, wir können nicht immer Wege finden. Wir hatten mal ein Wespennetz direkt im Eingang vom Grünen Baum, da wo alle rein und raus gingen. Ja? Und ein paar Wespen sind gestorben bei dem Ausräuchern und dann Raustragen des Wespennestes. Ja? Aber es muss weg, das ist ganz klar. Mhm. Dankeschön. Das ist so meine Erfahrung damit. Ich hoffe, es hilft. Delia neben Tanja. Mhm. Ich habe 2 Fragen. Die eine hat sich gestern aus der Praxisgruppe ergeben. Da habe ich irgendwie die Verbindung nicht hinbekommen zu der allerersten Frage zwischen dem Wort Gelübde und das, was ich mir unter Gelübde vorstelle, und das, was die Antwort zu der Frage war. Also die Antwort haben mir die anderen gegeben. Das war das mit dem Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Und ich verstehe nicht, was da das Gelübde drin ist. Das Gelübde ist jeweils eine Form des Versprechens. Also das habe ich euch jetzt nicht erklärt, weil ich dachte, das steht ja alles ganz klar drin, da in dem Buch. Also man kann das Gelübde nehmen, nicht zu töten, nicht zu nehmen, was nicht. Das sind einzelne Gelübde, die man nehmen kann. Man nimmt das Bodhisattva-Gelübde, was dann das Beherzigen der Grundregeln für Bodhisattvas berät. Also das ist, und dann im Samaya sind einfach, ja? Das ist einfach. Dann erklär mir, was du nicht, wieso es schwierig war für dich, das zu identifizieren, was gemeint ist. Naja, also wenn sich ein Mensch entscheidet, er möchte jetzt irgendwie das kleine Fahrzeug oder dem irgendeinen Erleuchtungspfad zur Verwirklichung seiner eigenen geistigen Befreiung gehen, dann, also ich habe eine Schwierigkeit damit, das als Gelübde zu sehen. Nee, das selbst ist nicht das Gelübde, sondern wer diesen Pfad geht, nimmt die Gelübde nicht zu stehlen, nicht zu lügen, nicht zu, ja, die ganzen Sachen, das sind die Untergelübde. Ja, und das wird Gelübde genannt. Den Weg des Erwachens zu gehen, wird Zufluchtsgelübde genannt. Und was wäre das Untergelübde dann für den Vajrayana im Vergleich zum Mahayana Naja, und Vedayana? Für Vajrayana hast du die Haupt- und Nebensamayas, die primären und sekundären Samayas. Und je nachdem, wie viel dir die Lehrer erklären, wenn du die Ermächtigung nimmst, musst du genau dich an diese Samayas halten. Und
Deswegen werde ich jetzt möglichst wenig über Samayas erklären, weil je mehr ihr wisst, desto mehr seid ihr verpflichtet zu halten. Also zum Glück bin ich nicht derjenige, der die Ermächtigungen gibt, aber das ist genau im Ermessensspielraum derjenigen, die eine Übertragung im Vajrayana geben, dass sie dann erklären, was damit einhergeht. Wir haben nicht automatisch all diese Samayas, bloß weil wir mal eine Ermächtigung genommen haben. Es kommt darauf an, was während der Ermächtigung erklärt wurde. Okay, danke. Okay. Meine zweite Frage bezieht sich auf die Praxis. Und mir fällt auf, dass ich so eine ähnliche Frage schon mal gestellt habe, aber speziell heute war es mir wieder so bewusst, dass ich im Grunde genommen, wenn ich sitze, manipuliere ich ein bisschen. Das heißt, ich nehme mir vor, mich zu öffnen, mich zu weiten, loszulassen, da wo ich Spannung fühle, das nochmal dahin zu gehen. Und irgendwie habe ich dann in mir diesen Widerstreit, dass es ja nicht nötig ist zu manipulieren. Und ich bin immer wieder da, wo ich dann so im Meditieren selbst wirklich richtig verunsichert bin. Was muss ich jetzt hier machen? Ja, du verwechselst, du benutzt ein mit sehr negativen Assoziationen besetztes Wort wie manipulieren für das Ausrichten deiner Aufmerksamkeit. In dem Falle wäre alles Gestalten dieser Welt ein Manipulieren. Aber ein heilsames Gestalten geht immer in die Richtung von dem, also mit dem eigenen Geist, das heilsame Anwenden einer Methode geht in Richtung auf das, was sich eigentlich ohnehin zeigen würde, wenn wir nicht in den beengenden Mustern unterwegs wären. Wenn du das dann manipulieren nennst, weil du deine Aufmerksamkeit richtest mit einer Methode oder weil du deine Meditation gestaltest, dann das ist kein Dienst an dir selber, weil du belegst etwas total Sinnvolles und Hilfreiches mit dem Wort Manipulation. Dabei unterstützt du den Geist zum Beispiel, wie wir es vorhin gemacht haben. Wir haben den Geist ja ausgerichtet. Ich habe euch also angeboten, diese Meditation zu machen mit dem blauen Buddha und so weiter. Wir haben den Geist ausgerichtet und dann haben wir die Beschreibung irgendwann gelassen und der Geist ruhte einfach. Und ich habe euch dann nur aufmerksam gemacht, merkt ihr, vielleicht ruht ihr jetzt gerade ein wenig anders, ein wenig vertrauensvoller, als ohne Einsetzen der Methode. Weil eigentlich sind alle Dharma-Methoden dafür gedacht, uns in die Richtung zu bringen, was ohnehin ein erwachtes Sein ist. Das ist also keine Manipulation gegen den Strich oder gegen den Willen, sondern voll bewusst lenken wir unsere Aufmerksamkeit dahin, wo es gut tut. Wenn wir das mit dem Wort manipulieren belegen, tun wir uns kein Gutes. Das ist, du als Ärztin manipulierst die ganze Zeit, aber zum Besten deiner Patienten. Und wenn du das nicht tun würdest, würdest du ihrem Wunsch gar nicht entsprechen. Ja, du gestaltest auf heilsame Art und Weise und du bist auch für dich mit deinem eigenen Geist, bist du Ärztin. Du bist in dem Sinne Guru. Ja? Du bist Ärztin oder Mutter und führst deinen eigenen Geist manchmal mit Hilfe von Methoden und geschickter Ausrichtung in eine Richtung, die gut tut und wo du dich dann auch entspannen kannst. Kleinen Moment, ich frage gerade mal zurück, ist das nur auf meinem Bildschirm, was gerade passiert, oder sind wir aus der Leitung gekippt? Also. Es fand hier gerade so eine Kaskade von allen möglichen Bildern statt und tatsächlich endete das in dem Slowdown. Ich glaube, meine Frage ging, während du erklärtest, noch mal ein bisschen. Ich glaube, ich habe noch mal eine andere Richtung in meiner Frage. Also ich habe das Wort manipulieren jetzt benutzt, um das besser zu beschreiben. Ich habe ganz persönlich nicht so richtig den Konflikt damit, dass ich das tue.
meine Frage ist eigentlich, ich habe ja immer das Gefühl, ich komme keinen Schritt weiter. Ich drehe mich immer im Kreise. Und meine Frage geht dahin, dass es ja in diesem, wenn ich das richtig verstehe, in den Mahamudra-Unterweisungen, da geht es so wie, mach einfach auf, einfach. Und da habe ich den Eindruck, irgendwie, ja, ich glaube, dass ich zwischen diesen beiden Dingen nicht weiterkomme. Du unterscheidest nicht genug die Frucht des Mahamudra vom Weg des Mahamudra. Du kennst ja den Ozean des wahren Sinnes und du siehst, dass die ganzen Unterweisungen zur Geistesruhe und der Einstieg in die Einsicht, in das die Kapitel, die Lektionen, die sich mit Einsichtsmeditation befasst, gespickt voll ist mit Methoden. Mahamudra ist nicht einfach nur so sein, das ist die Frucht. Als Weg ist es für die wenigsten geeignet, weil sie sofort abgelenkt sind und so. Wir brauchen die. Also Mahamudra zu praktizieren bedeutet nicht auf Methoden zu verzichten, sondern sobald es möglich ist, auf die Methode zu verzichten. So wie vorhin, als ich in meinem eigenen Praxis und vielleicht so erahnte und vielleicht auch für euch auch dachte, jetzt keine Erwähnung mehr von diesem blauen Licht und diesem blauen Buddha. So die folgen konnten, sind jetzt angekommen in einem entspannten, offenen Sein. Und jetzt braucht es keine Methode mehr. Und diesen Punkt zu erwischen, das ist das Wichtige. Also nicht mit Atemmeditation weiterzumachen, wenn sie sich erübrigt hat. Nicht mit irgendwas weiterzumachen, wenn der Geist in seine natürliche Öffnung geht. Das ist die Kunst. Ja? Ja, danke. Ich glaube, es ist wirklich hilfreich, dass ich mir einfach sage, ich glaube, ich brauche noch viele Jahre Methoden. Ja, guck mal, das ist Und ich habe gut. irgendwie immer ein bisschen gedacht, dass ich vielleicht habe ich gedacht, eine Abkürzung. Ja, und dann gibt es ja auch diese wunderbaren Abkürzungen, die wir erleben, wenn wir so zum Beispiel manchmal mit ganz wenigen Worten in der Gruppe, Volker, okay, danach zu Manuel, der hatte sich vor einer Weile gemeldet, oder wo auch immer, Simon. Kleinen Moment, wir haben ja dann auch so Erfahrungen, dass es in Gegenwart des Lehrers oder in der Gemeinschaft plötzlich so leicht geht und dann denken wir, in meiner Praxis zu Hause sollte es auch so leicht gehen. Und das ist es aber nicht. Da brauchen wir vielleicht etwas mehr Methode, etwas mehr so. Ich glaube, Richard, du warst das, so, dass wir vielleicht 10, 20 Minuten Methode brauchen, bis es sich dann erübrigt. So, ja, so, bis wir über den Berg rüber sind. Okay, jetzt zu dir. Genau, ich wollte nochmal ich war mit Tanja mit in der Gruppe gestern und wir hatten noch einen Aspekt drin, den haben wir eben, meine ich, noch nicht so gegriffen. Und zwar war das die Frage eigentlich oder die Diskussion. Wir sind ja in so vielen Stellen jetzt meinetwegen an Punkten, wo es ökologisch eventuell geboten wäre, meinetwegen einzugreifen, sagen wir Stichwort im Wald, die Rehe, die Bäume können gar nicht mehr wachsen und so weiter. Aber wie gehe ich da um mit dem Punkt eben nicht töten, wenn es eventuell geboten wäre im ökologischen Sinne oder? Also wie absolut nehme ich dieses nicht töten sollen? Und was sage ich sonst meinetwegen so einem Förster? Kann ich sagen, hey, du bist ein Mörder, sondern einfach, hey, okay, wie kann ich das gut greifen? Ja, ich habe da natürlich, das ist immer ein Abwägen, ja, immer ein Abwägen und wir dürfen nie die Wildhüter oder Förster oder Jäger oder so verteufeln, sondern es geht darum, die guten Lösungen zu finden, die auch langfristig gut sind. Und wir sind selber dafür verantwortlich, dass solch ein ökologisches Ungleichgewicht ist. Und jetzt sind wir plötzlich wieder verpflichtet, irgendwie einzugreifen und Wölfe abzuschießen und Rehe. Ne? Bei uns allein im Reidenbucher Wald müssen pro Jahr 12 Rehe geschossen werden, damit die Population einigermaßen im Gleichgewicht bleibt. Ich bin mir dessen bewusst. Abwägen, wo möchtest du selber stehen, wo gibt es für uns als Gruppe, als Gemeinschaft bessere Lösungen
und dann immer in Richtung der Lösung gehen, die weniger Leid verursacht. Niemanden verteufeln. Okay. Kurze Frage an Carsten. Was ist, wir nehmen mal eben 2 dazwischen aus dem Zoom. Wenn zu viele Rehe da sind, werden alle kleinen Bäumchen abgeknabbert und nichts kann nachwachsen. Und die lieben vor allen Dingen die Weißtannen. Das ist wie Schlemmereis für die. Zitat unser Förster. Okay, Susanne schreibt, lieber Tillmann, eine Frage noch zu dem Kapitel 6 von Gampopa 2a, nicht heilsame Handlungen, sexuelles Fehlverhalten. Da steht, unangemessenes Verhalten sind Verkehr mit Personen von gleichem Geschlecht, mit Eunuchen oder Zwittern. Ist das noch zeitgemäß? Kannst du da was zu sagen? Nein, das ist nicht mehr zeitgemäß und das stammt auch nicht aus der Zeit des Buddhas, Susanne, sondern das wurde, wann wurde das eingeführt? Es gab so eine Welle, die kam über Kaschmir, wo sich die Homosexualität und so weiter über ganz Indien verbreitete und da wurde das irgendwie mit aufgenommen. Das können wir streichen. Ich wäre sehr froh, wenn ich das in der nächsten Ausgabe des Schmuckes der Befreiung diese Stelle rauskriegen könnte. Ich habe schon da eine Fußnote reingeschrieben, glaube ich, damals, als ich es übersetzt habe, aber es ist nicht etwas, was zur ursprünglichen Lehre gehört. Ist es die Susanne, die ich gerade sehen kann? Hast du es gefragt? Ist es deine? Ja? Nein, das ist eine andere. Okay, ich kann also gerade keine Rückmeldung kriegen. Dann nehmen wir die nächste Frage. Sie sagt Danke. Sie schreibt es hier im Chat. Danke. Dort, ja. Eva schreibt, lieber Tillmann, was bedeutet es genau, wenn bei Gampopa gesagt wird, man solle den Lehrer als Buddha betrachten? Danke. Das bedeutet, dass du heute nervt es mich, dieses Mikro. Ich krieg's nicht weit genug vom Mund weg, dass ich entspannt sprechen kann. Das bedeutet, dass ich den jetzt unterrichtenden Lehrer als die Gegenwart des Buddhas im Raum jetzt betrachte. Und dass ich ja nicht das Glück jetzt gerade habe, vor dem historischen Buddha zu sitzen, sondern jetzt gerade gibt mir jemand den Dharma so authentisch wie möglich und ich setze mich zu diesem Buddha, der durch die jetzt unterrichtende Person hindurch spricht, zu diesem Buddha setze ich mich in Beziehung. Das heißt aber nicht, dass ich ihn auch im Privatleben für einen Buddha halte, sondern nur, dass ich mich so öffne, als wäre der Buddha vor mir. Und dann kann ich den größten Segen bekommen. Das ist damit gemeint bei Gampopa. Dann haben wir noch Elvira. Lieber Tillmann, du hast die Tage von der Selbstverantwortung beim Übergang im Todesprozess gesprochen, dass uns unsere geistigen Eindrücke dann weitertragen. Wie wirken die Wünsche, die von hohen Meistern für ein Wesen in dieser Situation gemacht werden, auf das Geschehen ein? Danke. Elvira, ich kann dich sehen und weiß, wie persönlich wichtig diese Frage für dich ist. Und tatsächlich ist es so, dass wenn jemand große Hingabe schon in seinem Leben gegenüber solchen Meistern und Kräften gehabt hat, dass aufgrund der Möglichkeit, so wird es beschrieben, dass wir, wenn wir diesen Körper verlassen haben, im Bardo, dass wir wahrnehmen können, was überall geschieht, also hellhörig, hellsichtig sind, die Gedanken von anderen lesen können, dass uns jeder dieser Wünsche, ob von einfachen Menschen oder von verwirklichten Menschen, dass uns die in dieser Hingabe stimulieren und unglaublich unterstützend sind auf dem Weg, weil unser Geistesstrom davon berührt und inspiriert wird. Also so, dass wir sofort
in diese Öffnung gehen, in die lichthafte Natur des Geistes und. Also der Weg kann sich dadurch sehr, sehr leicht fortsetzen. Aber es braucht zusätzlich zu den Wünschen, sagen wir mal so die Wünsche, man nennt sie die Haken des Mitgefühls. Ja? Die Haken des Mitgefühls brauchen von unserer Seite aus eine Öse, wo der Haken sozusagen einsetzen kann. Und diese Öse, das ist unsere Hingabe, das ist unser Vertrauen, dass wir uns von diesen Gebeten, von diesen Meditationen, diesen Widmungen, diesen Gesprächen berühren lassen und uns wirklich, dass der Geistesstrom sich führen lässt. So funktioniert das mit der Unterstützung im Bardo. Es braucht immer eine Resonanz im Geistesstrom der Person, die gerade verstorben ist. Okay. Ja, Simone, und dann gehen wir zu Manuel rüber. Also ich möchte mich einmal herzlich bedanken bei allen, die den Mut haben, Fragen zu stellen. Es ist wirklich so hilfreich und so spannend, da mitzuhören, was da kommt. Ich hatte gestern ein wunderbares Erlebnis in der Meditation. Ich habe erlebt, dass das Gewahrsein wie das Greifen und Festhalten aus einem und demselben Stoff gewoben ist. Und das war Gewahrsein und Festhalten. Ne? Ja, also quasi die Gegenteile. Sind aus demselben Stoff Sind aus gewoben. demselben Das Stoff ist ein und dasselbe. Ja. Und das hat mir so viel Freiheit gegeben, alles einfach zu erleben in diesem Raum. Oh, das ist so wunderbar. Das war so wunderbar. Und meine Frage ist, was dann geschieht, wenn ich mich dann wieder hinsetze, heute? Da kommt so der Wunsch danach und so. Es ist heute immer noch so. Ja. Heute ist immer noch die Natur des Greifens dieselbe wie die Natur des weiten Gewahrseins. Heute immer noch. Aber die Erfahrung ist nicht mehr so da wie die war gestern. Das ist Schnee von gestern. Aber Und wie wäre es, wenn du jetzt den frisch gefallenen, also den Frischschnee entdeckst? Wie wäre denn das? Also das heißt, deine Aufgabe ist jetzt immer wieder frisch, den Blick drauf zu richten, wenn du dich bei einem Greifen beobachtest. Und was ist die Natur dieses Ärgers, die Natur dieser Angst, die Natur dieses Begehrens, diese Natur des... Und immer wieder hineinspürst in die Natur von dem, was da passiert. Das ist jetzt deine Aufgabe. gut. Es also immer wieder frisch und neu zu erfahren. Das von gestern ist die Ermutigung, jetzt tatsächlich auch in Zukunft den Blick mehr darauf zu halten. Und was sich da anbahnt, was du da erahnst, ja, das ist schlussendlich die Einheit von Samsara und Nirvana. Das wird sich immer mehr in diese Richtung entwickeln. Danke. Okay. Jetzt zu Manuel. Jiska, ich habe dich gesehen, aber bitte streckt mal hier auf. Sind hier auch Meldungen? Eva, ja, stimmt, du warst auch schon vor einer Weile, ne? Nee? Gerade, okay. Ja, Lama, ich würde gerne Folgendes fragen, ob du das mit uns teilen könntest. Und zwar, ich bewundere das und es inspiriert mich so stark, wie du Fragen aufnimmst. Ich würde gerne so eine kleine mechanische Anleitung vielleicht kommen können. Gerade auch in der therapeutischen Arbeit. Ich würde gerne mehr verstehen können, was bei dir im Inneren passiert, während ich dir jetzt diese Frage stelle. Ich bewundere das, wenn jemand eine Frage stellt und ich versuche, das ganz zu greifen. Und wenn dann die Frage zu Ende ist, dann kommt so ein Blackout-Moment bei mir und
Und bei dir geht es dann, ja, wunderbar, und du legst du da los und ich denke mir, der Hammer, hey, das will ich auch. Genau, das wäre die Frage. Ich teile das gerne mit euch. Das ist ein langer Prozess, das geht immer weiter. Es ist mir zum Beispiel, gestern kann ich mich an ein Gespräch erinnern, wo ich einen Mann, der zu mir kam, ich glaube 2-, 3-mal missverstanden habe. Das passiert auch. Ja? Also, ja, nur dass du das weißt, dass das. Ich erinnere mich zurück an diese Zeit, wo ich damals Zuflucht genommen habe. Ich glaube aber, mein Bewusstsein, das war dafür schon irgendwie so mit 19, 20 geschärft. Ich fühlte mich sehr getrennt von den Menschen. Und ich hatte das Gefühl, ich kann andere gar nicht richtig verstehen. Obwohl ich schon als 14-, 16-Jähriger und so immer wieder Anlaufstelle war für Menschen, die Rat suchten, hatte ich persönlich das Gefühl einer großen Trennung und mich nicht wirklich in andere hineinversetzen zu können. Und ich weiß, dass der Wunsch in mir auftauchte, ach, könnte ich doch nur andere besser verstehen und fühlen und dass sich ihr Erleben in mir mehr abbildet und dass diese verflixte Trennung nicht mehr so hart zu spüren ist. Und seither ist mein Lebensweg davon geprägt, aus diesem sehr kopflastigen Sein, in dem ich unterwegs war, aus diesem nicht so verbundenen Sein hineinzufinden in dieses verbundene Sein. Und da gibt es keine Tricks und Abkürzungen. Ich glaube, es ist schon mal schön, erstmal dieses Grundwohlwollen zu haben. Ja? Und immer davon auszugehen, dass die Person, die etwas sagt, speziell wenn sie etwas fragt, dass sie ein echtes, wichtiges Anliegen hat. Und in dem Moment in die Haltung des Nichtwissens zu gehen. Und ein Zwischenschritt in meinem Lernen war, und ihr merkt, dass ich das manchmal auch tue, weil ich mich vergewissern will, ein Zwischenschritt ist, die Dinge dann mit etwas anderen Worten so ausdrücken zu können, also dieselbe Frage, dasselbe Anliegen, dass die Person sagt, ja genau, so fühle ich mich verstanden. Zum Beispiel vorhin bei Deja hatte ich zwar zu einer Antwort angesetzt, aber sie hat das Wort manipulieren etwas anders gebraucht und ich lag etwas daneben. Ja? Das hat sie dann im Nachsatz, hat sie es noch genauer erklärt und dann waren wir besser auf dem Punkt. Ja? Aber diese Bereitschaft, wohlwollend anzunehmen, da ist ein echtes Anliegen. Mit innerlich, was manchmal passiert ist, was ich mache, ist, ich versuche, alles, was die Person sagt, im eigenen Erleben zu spüren. Also ich mache mich ganz frei und erlaube, dass die volle Resonanz entsteht, sodass ich das Gefühl habe, zu erleben, wovon die andere Person spricht. Und da spielen natürlich Gewohnheitsmuster eine Rolle. Wenn ich in dem Bereich stark aktive Muster habe, dann bildet sich das nicht so gut ab. Und wenn ich in dem Bereich nicht so viele Dinge mehr zu bearbeiten habe, dann kann sich das relativ gut abbilden. Es braucht dann aber immer noch, das wäre dann der sorgfältige Prozess, bräuchte es ein Nachfragen, habe ich dich richtig verstanden, geht es darum. Ich kürze das oft ab und gebe direkt die Antwort. Aber eigentlich ist es das dein Anliegen, habe ich dich richtig verstanden. Ja, das wäre als erstes. Und eigentlich kann sich alles in uns abbilden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch nur ein wenig von einer emotionalen Erlebnis, von einem emotionalen Erleben in mir schon mal entdeckt zu haben, mir ganze Welten eröffnet, um erahnen zu können, wie es ist, wenn dieses Erleben stärker wird.
Und dass wir eigentlich potenziell jegliches Erleben in uns abbilden können, also in unserem Geistesstrom sich zeigen kann, aber vor allen Dingen das, wo wir schon mal ganz bewusst unterwegs waren. Das heißt, wenn du viel meditiert hast und offen für deine Emotionen, dann kennst du eine riesen Bandbreite von emotionalen Zuständen. Und obwohl wir nicht alles erlebt haben, wenn jemand zu mir kommt mit einer ganz starken, spezifischen Emotion und ich habe nur ein bisschen davon erlebt, aber dieses bisschen, das hilft mir, um mich hineinfühlen zu können. Und meine Lehrer, die haben immer gesagt, dass wir eigentlich schon alle 6 Daseinsbereiche, also von den krassesten Höllen bis zu den tollsten Himmeln, dass wir alles schon mal erlebt haben. Und wenn wir uns tief entspannen, dann können wir hineinfinden in solch eine Resonanz mit allem, was uns begegnet. Das ist mal die Voraussetzung dafür, um die Frage erspüren zu können. Und dann, woher kommt die Antwort? Die Antwort kommt, dass ich dann in der Resonanz auf diese Frage, wenn sich das Erleben in mir abbildet, dass ich dann, und zwar erst, wenn die Person aufgehört hat zu sprechen, das ist nicht etwas, was vorstellt, ich bleibe völlig ohne Antwort die ganze Zeit, wie die Person spricht. Und erst, wenn sie fertig gesprochen hat, dann beginne ich, und das geht dann sehr schnell, auch Krafterfahrung, klar, dann tue ich so, als wäre ich selber in dieser Situation, also das hat sich ja in mir dann auch schon abgebildet, und wende dann den Dharma, also alles, was ich an so kenne, wende ich in dieser Situation an. Und daraus ergibt sich die Antwort, was hilfreich sein könnte. Ich merke dann manchmal in mir, ich könnte auf 2, 3, 4 verschiedenen Arten mit dieser Situation umgehen und versuche dann zu spüren, was ist denn wohl das Naheliegendste für die Person, die die Frage stellt. Manchmal antworte ich euch, ja, ich könnte dir auf dieser Ebene begegnen, aber ich meine, du stellst die Frage auf einer viel essentielleren oder subtileren Ebene und wähle dann die subtilere Ebene, um die Antwort zu geben. Und manchmal bin ich ganz auf der ersten oberflächlichen Ebene. Und das ist gesprochen aus dem Anwenden des Dharmas oder all dessen, was ich so als hilfreich empfinde, so als ob ich in der Haut des anderen stecken würde. Und das, dadurch, dass sich das jetzt viele tausend Male wiederholt hat, weil ich einfach ein ganzes Leben jetzt damit verbringe, im Grunde genommen Fragen zu beantworten, ja, dadurch geht das manchmal sehr schnell und der Prozentsatz der verkehrten, also der Antworten, die daneben gehen, hat sich etwas reduziert, aber es kommt immer noch vor. Ja? Und ich war aber auch, und jetzt höre ich dann auch bald auf, aber ich war auch oft Zeuge von Interaktionen zwischen Lehrenden und Schülern, wo ich sehr deutlich sah, wie die Interaktion aneinander vorbeiging. Ja, und da spielt der kulturelle Unterschied spielt eine Rolle und es spielt eine Rolle, wie festgefahren die unterrichtende Person in ihren Anschauungen war, in ihrer Sicht der Dinge oder wie viel Geschmeidigkeit hingegen da war. Und manchmal sah ich dann so gelungene Interaktionen und die sind für mich sehr hilfreich und sehr instruktiv gewesen. Und das allerletzte ist, ich war ein notorischer Frager. Ich habe immer Fragen gehabt. Und ich hatte mit Genin Rinpoche eine Abmachung, dass ich immer erst alle anderen reden lasse und fragen lasse und dann wandte er sich mir zu, na und was? Und dann sagte ich als letzter meine immer noch vorhandenen Fragen. Und wir hatten noch eine zweite Abmachung, aber nur solange ich da im Wald meditierte. Er ging nie fort, ohne mir alle meine Fragen beantwortet zu haben. Und deswegen hatte ich das Gefühl, als er dann seinen Körper verließ,
hatte ich jahrelang das Gefühl, keine Fragen zu haben, weil ich sie alle gestellt habe und er sich auch die Zeit genommen hat, sie alle zu beantworten. Ich durfte ja in den letzten Jahren seines Lebens ganz oft privat zu ihm hin und ihm weitere Fragen stellen, die sich in den letzten 3 Jahren seines Lebens bei mir noch so ergeben hatten. Das sind so die ganzen Geheimnisse, wo du und so die ausführliche Antwort auf deine Frage. Sehr inspirierend, Dankeschön. Okay. Jiska, ja. Hat mir nicht gesagt, Eva? Ja. Also wir versuchen euch beide noch unterzubringen. Ich würde nochmal zurückgehen zu dem Zeckenthema tatsächlich, denn ich möchte eine Situation dafür teilen oder eine Erfahrung, eine Entdeckung, die ich gerade dabei bin zu machen, denn es hat bei mir immer viel Schmerz ausgelöst, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt ins Töten gehen, zum Beispiel von einer Zecke. Ich habe diese Fingerfertigkeit noch nicht, die da lebend rauszubekommen. Und bin auf die Suche gegangen, wie ich diesem Schmerz entgegenwirken kann oder wo das ist. Und habe festgestellt, das Erste, was mir wehtut, ist, dass ich das Gefühl hatte, ich muss die Zecke zu einem Schädling verdinglichen, um sie beseitigen zu können. Und der heilsame Prozess für mich ging darüber zu sagen, ganz im Gegenteil, ich behandle diesen Schädling mit Respekt und mit Liebe, in dem Prozess auch sie töten zu müssen und sie dann mit Wunschgebeten zu begleiten. Und das fühlte sich für mich wesentlich integrierter an. Ich habe gemerkt, diese Gewalt, die ich mir selber angetan habe, indem ich diese Trennung zwischen mir und dem anderen Lebewesen hergestellt habe, die nimmt dadurch enorm ab. Es ist gerade erst am Entstehen, aber ich dachte, vielleicht hilft es ja. Oh Jiska, das ist genau der fehlende Teil meiner Antwort vorhin gewesen. Vielen Dank. Ja, das ist genau, worum es geht. Nicht in diese Trennung zu gehen. Dieses Lebewesen hat, ja, als wirklich willkommen auf diesem Planeten zu sehen. Nur gibt es da ein Risiko mit übertragenem Enzephalitis oder Meningitis und wir schützen uns davor, aber wir machen Gebete. Ja, also ich wiederhole nur nochmal das, was du ohnehin schon gesagt hast. Das war genau der fehlende Teil. Jetzt bringen wir das Mikro zur Eva. Ist schon da. Ich finde es ja immer so genial, wie im Buddhismus dann Sachen bezeichnet werden. Und gestern habe ich das erste Mal für mich, wo ich jetzt schon so lange zuhöre, die 4 Triebflüsse gehört. Mhm. Und so die Frage war dann, was treibt? Was ist das, was treibt? Ja, muss da was sein, was treibt? Gibt es im Fluss etwas, was den Fluss runterschiebt? Das Gefälle? Genau, da ist so ein Gefälle. Okay, aber nicht jemand oder etwas. Ne? Es fließt einfach. Mhm. Weißt du, hinter dem würde die klassisch-buddhistische Antwort, die wäre so, eigentlich treibt uns die Unwissenheit. Aber die Unwissenheit ist auch kein Ding, es ist nur die Abwesenheit von Gewahrsein. Diese beiden ersten Triebflüsse, der Existenz und des Existierenwollens und Nicht-Existierenwollens, werden angetrieben von dem Nichtwissen darum, wie Leben ist. Wir sind nicht gewahr, dass man Leben nicht als Existenz und Nicht-Existenz beschreiben kann. Das ist dieses mangelnde Gewahrsein, was uns dann entweder nach dem Strohhalm der Existenz greifen lässt oder nach dem Strohhalm dem Versprechen der Nicht-Existenz. Ja, das ist zum Beispiel dahinter. Und hinter der dritte Triebfluss, dem Streben nach Sinneseindrücken, nach Sinnesfreuden,
ist es eigentlich eine Ausformulierung des Strebens nach Existenz. Das ist mit jeder Sinneserfahrung, ohne dass ich mir dessen bewusst bin, mit allem, was so meine Sinne erleben, insbesondere das Denken als Sinneserfahrung, erlebe ich eine feine Bestätigung, dass es mich gibt, weil ich im Austausch bin. Ja? Und offenbar scheine ich das zu brauchen. Mangelndes Gewahrsein darüber, dass es in der Tiefe gar keine Bestätigung dieser Existenz braucht. Und hinter dem Triebfluss des Nicht-Gewahrseinswollen steckt ebenfalls mangelndes Gewahrsein, weil ich denke, all das, was ich wahrnehmen, sehen, hören, fühlen könnte, ja, das könnte mich unglücklich machen, das könnte mich bedrängen, das könnte mich überfluten. Da steckt das mangelnde Gewahrsein dahinter von der wahren Natur der Erscheinungen. Und deswegen schütze ich mich vor den Geistesbewegungen. Also überall haben wir ein Phänomen, dass diese Triebflüsse, diese Undercurrents, diese Strömungen eigentlich zu einer Objektfixierung in Richtung auf Existenz oder Nicht-Existenz oder Sinneserfahrung oder Nicht-Sinneserfahrung führen, weil die wahre Natur des Seins nicht erkannt wird. Okay? Mhm. Ach komm, Thomas, du auch noch. Eine Frage von gestern aus den Diskussionen, da waren wir uns nicht einig, wie das ist mit der Buddha-Natur. Also ist meine Buddha-Natur die gleiche wie die von Buddha oder ist es dieselbe? Also gibt es ein Kontinuum dieser Buddha-Natur oder gibt es irgendwie so eine Abgrenzung? Und was damit zusammenhängt, ist, wenn jetzt zum Beispiel Buddha eben aus der Reinkarnation aussteigt, gibt es seine Buddha-Natur dann immer noch? Ja, ihr habt da schön fein hingeschaut. Es ist nicht einfach, die Antwort zu geben. Lasst uns mal bei dem anfangen, wo ich nicht weiter erklärt habe. Ich habe nicht so viel gesagt dazu. In unserer Buddha-Natur sind wir uns alle gleich. Ja, die Buddha-Natur ist nicht individuell verschieden. Und sie ist nicht abgegrenzt. Ja, die Buddha-Natur von mir und deine Buddha-Natur, die Grundnatur des Seins, das sind keine Grenzen, ja, weil es Teil der Buddha-Natur ist, völlig offen zu sein, ohne Mittelpunkt und Grenzen. Ja, das ist dieses Gewahren in völliger Weite. Und wenn wir dann ein bisschen weiter studieren, dann heißt es ja, sind nicht getrennt, aber sind auch nicht eins. Ja? Die sind also, es ist nicht, dass es sich um ein Ding handelt, von dem wir sagen könnten, das wäre eins. Wir haben alle die eine universelle Buddha-Natur. Nein, denn was wir als Buddha-Natur beschreiben, ist nicht etwas Existierendes, sondern es ist die wahre Natur unseres Erlebens. Und ihr wird keine Existenz zugeschrieben über das Erleben hinaus. Wenn das Erleben irgendwann mal aufhören würde, dann würde auch die wahre Natur des Erlebens verlöschen. Das heißt nicht, dass, ach du meine Güte, jetzt die Buddha-Natur des Buddhas verloren gegangen ist, sondern das, was wir damit beschreiben wollen, nämlich dass die Grundnatur des Erlebens offen, dynamisch, nicht fassbar und trotzdem völlig klar ist und perfekt in sich,
diese 5 Aspekte des zeitlosen Gewahrseins. Das erübrigt sich, weil keine Grundnatur von einem Erleben mehr zu beschreiben ist. Und da hat der Buddha immer gesagt, bitte lasst uns keine Spekulationen darüber anstellen, was passiert, wenn das erwachte Gewahrsein noch weiter über das hinausgeht. Ja, da hat der Buddha gesagt, das ist eine der Fragen, auf die er nicht antworten möchte, weil das übersteigt absolut den Fassungsbereich der Sprache. Ja, bis hierhin kann ich euch das so referieren, ja, was ich dazu gelernt habe, zu diesen Fragen. Und dann hört es auf. Ja, aber weder getrennt noch eins ist die Antwort. Okay? Danke. Ja. Dann lasst uns widmen. Sunam di yitam je simpane tabne ne pedranam pamjene kengana chimbalam jumpaye sipen solen jovan javashuk champem pavun jita kempadang kuntu zampo de yande shente Deda kunji jesu da lom jing ge wan deda tam je dam tu ngo sangye kusom ne pe jen lam dang shene min ju dem pe jen lam dang gen de min je dem pe jen lam jin jin tang o wa men lam jom pa jo. Jetzt bin ich wieder ein ganz normaler Mensch, der Mittagessen geht.